Dieser Generationswechsel in der Käuferschaft fällt momentan so stark aus, wie er das meiner Beobachtung nach noch nie getan hat. Es kommen sehr viele Menschen in den Markt, die zwischen 30 und 40 Jahren alt sind, die über zum Teil äußerst beträchtliche finanzielle Hintergründe verfügen und die aber auf Ferrari-Modelle schielen, die vielleicht bislang noch nicht so im Fokus lagen oder nicht in dieser Ausprägung im Fokus lagen, nämlich sprich Postercars. Und bei diesen Leuten waren das dann halt die 80er, aber eher noch die 90er und 2000er Jahre. Das hat aber zugleich den Effekt, dass andere Dekaden, wie zum Beispiel die 1950er Jahre, dramatisch ins Hintertreffen gelangen. Wenn wir mal ein prominentes Beispiel nehmen, Ferrari 250 GT Tour de France. Er ist von 1956 bis 1959 gebaut worden. Das war einfach eine feste Größe. Ich bin jahrelang immer mehrfach im Jahr gefragt worden, ja, ich würde gerne einen 250 GT Tour de France erwerben. Seit 5 Jahren hat mich, glaube ich, niemand mehr danach gefragt. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesen Monat hat ja die jährliche Monterey Car Week stattgefunden in Kalifornien, wo ich auf Einladung von BMW erstmalig live vor Ort sein konnte. Ein Riesenerlebnis, dazu gibt es demnächst auch noch etwas bei mir auf YouTube. Und wenn man sieht, mit was für einer Begeisterung dort in Amerika großflächig das Auto gefeiert wird, in jeder Ausprägung, dann ist vielleicht doch noch nicht alles verloren. Mit gut betuchten Gästen einhergehen natürlich auch immer Auktionen von besonderen Klassikern, Supersportwagen, seltenen Einzelstücken. Und so eines hat dieses Jahr den Rekord gehalten, ein Ferrari aus der Sammlung von Ex-Fußballnationalspieler Michael Ballack. Sein Ferrari 250 SWB California Spider aus dem Jahr 1960 ist dort für etwas mehr als 17 Millionen Dollar über die Ladentheke gegangen. Da musste er einige Tore für schießen. Für Michael Ballack wahrscheinlich kein schlechter Deal, aber bevor ich jetzt hier mit Halbwahrheiten glänze, habe ich heute einen Experten zu Gast, mit dem ich über genau dieses Thema reden möchte. Andreas Birner ist einer der Ferrari-Experten, die wir nicht nur hierzulande haben. Er berät Sammler, Käufer, Verkäufer rund um den Globus, weiß, wo welcher Klassiker aus Maranello steht und beobachtet seit Jahrzehnten die Szene. Mit ihm rede ich darüber, wie man Experte auf dem Gebiet wird. Kleiner Spoiler, ja, man muss schon ein bisschen nerdig veranlagt sein und sehr detailverliebt, aber wir reden auch über Preisentwicklungen der verschiedenen Baujahre, welche Autos gesucht sind, welche im Wert verlieren und warum mutmaßliche Fehlfarben heutzutage Hunderttausende wert sein können. Heute gibt es übrigens 2 Teile, einmal diesen Podcast und dazu noch ein Video, in dem wir einige Auktionsergebnisse aus Pebble Beach analysieren und über die Gründe für teilweise überraschende Ergebnisse reden. Das Video, das habe ich in den Shownotes verlinkt, ihr findet es bei mir auf dem YouTube-Kanal, vielleicht seid ihr schon Abonnenten, dann kriegt ihr es angezeigt. Viel Spaß jetzt aber erstmal mit dem Weg zum Ferrari-Historiker. Hier ist für euch Andreas Birner. Abi, ist schön, dass wir uns endlich mal treffen. Das wollten wir schon ganz lange aufnehmen, denn seit Jahren laufen wir uns auf jeder Autoveranstaltung, wo teure Autos im Spiel sind, über den Weg. Und wir haben uns mal kennengelernt über Gregor Schulz, den man hier ja auch schon oft bei mir gehört hat oder gesehen hat in Videos und der Redakteur bei der Oldtimer Markt ist. Und das ist Zufall, dass ihr beide so im Autofach gelandet seid. Aber ihr habt am zweiten Tag in der ersten Klasse nebeneinander gesessen, hat er mir gesagt. Das ist richtig. Scheinbar ist Schauenburg bei Kassel ein ausgeprägtes Nest für Autofreaks oder Wahnsinnige. Oder Scheinbar, tatsächlich, ja. Genau. Was waren damals so die Autos, auf die du geschielt hast? Also war das... Also wenn ich ehrlich anfangen muss, dann muss ich vorausschicken, dass Gregor hat sich bereits für Autos interessiert. Ich habe mich zunächst primär für Eisenbahn interessiert. Ah, okay. Also das fing im Alter von 6 Jahren ungefähr an und ich habe es dann aber geschafft, durch Akribie im Alter von 10 bis 12 Jahren dann jede Lokomotivbaureihe, die es in Deutschland noch zu sehen gab, schon einmal gesehen zu haben. Und deswegen war das in gewisser Weise abgearbeitet für mich. Und durch Gregor bin ich natürlich auch mit Autos in Berührung gekommen. Nicht nur durch den Gregor. Es gibt früheste Matchbox- und Siku-Autos, die ich immer noch besitze. Es war immer ein latentes Autointeresse da, behaupte ich mal. Aber richtig angefangen hat das dann ungefähr, wann wird das gewesen sein? Ich bin 1974 geboren. Richtig angefangen haben wird es 1984, 85, speziell 1985.
Meine Autoleidenschaft wurde sicherlich auch noch befeuert zusätzlich durch einschlägige TV-Serien. Das waren nämlich einmal Magnum. Und es war dann auch sowas wie Hart, aber herzlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenne ich alles. Wir sind ja eine Generation. Ja. Ich wollte gerade sagen, bei mir hing damals das Miami Vice Plakat im Zimmer mit dem schwarzen Daytona. Mit dem Fake Daytona. Genau. Das war, ich überlege jetzt gerade, ob es der weiße Testarossa war. Nee, es war der schwarze Daytona. Ja. Und Magnum natürlich, genau. Ja. Und Hart, aber herzlich, das sind genau die Serien, mit denen ich auch groß geworden bin. Und der Witz ist, und jetzt muss ich noch ausholen, der Witz ist, dass mich als erste Automarke hat mich speziell Rolls-Royce fasziniert. Das ist ja wie auch Ferrari auch eine mythische Marke, die, wenn man näher damit zu tun hat, das weiß ich mittlerweile erst, auch ein bisschen entmystifiziert wird, weil, also ich rede jetzt nicht von dem modernen Rolls-Royce, sondern ich rede von dem Rolls-Royce von damals, in der Vor-BMW-Zeit, weil es technisch ja eigentlich extrem rückschrittlich war, rückständig und selbst die Qualität, um die es ja eigentlich bei Rolls-Royce ging, die war eigentlich auch nicht das, was der Mythos gesagt hat. Medium. Aber auf der anderen Seite, wenn man von Eisenbahn kommt, ist Rolls-Royce vielleicht als Auto ganz interessant, oder? Das stimmt, ja. Ich weiß gar, es hat mich sowohl das Design fasziniert, also, und ich rede davon speziell von dieser Ära Silver Cloud, ja, also späte 50er und dann die ganzen 60er Jahre hindurch, bis auch Silver Shadow und Rolls-Royce Corniche, also die eher barocken Formen. Ja, Silver Spirit, Silver Spur, der dann 1980 kam und dann komplett kantig war, der hat mich zwar auch angesprochen, aber das war nicht der Inbegriff von Rolls-Royce für mich. Aber ich bin letzten Endes dann sogar durch Rolls-Royce zu Ferrari gekommen. Ferrari war natürlich immer im Begriff, bereits durch Magnum und auch durch Miami Vice. Aber aufgrund meiner Rolls-Royce-Leidenschaft hat mir mein Vater 1985 eine Autowelt mitgebracht. Autowelt war ein Magazin, das von Auto Becker Düsseldorf produziert worden ist. Und seines Zeichens Rolls-Royce Vertreter und Ferrari-Importeur für die Nordhälfte von Deutschland in dem Zeitpunkt, früher natürlich für Gesamtdeutschland. Anlass war, dass halt ein Rolls-Royce-Bericht da drin war, und zwar über den Rolls-Royce Silver Spur Centenary. Das war zum 100-jährigen Jubiläum. Was war es eigentlich für 100 Jahre? Müsste ich mal überlegen, oder? Es war der, nein, es war ich glaube, es war der 100.000. Rolls-Royce, der gebaut worden ist. Das war es. Ja, das war der Anlass. Ja. Über dieses Modell war da ein Bericht drin und deswegen hat mein Vater mir diese Zeitschrift mitgebracht. Aber in der Autowelt wurde natürlich auch über Ferrari berichtet, ne? Und das war also das erste Magazin, was ich hatte, wo das Thema Ferrari vorkam. Und da hat Autobecker auch berichtet über irgendwelche Ausfahrten. Da waren dann gleich jede Menge verschiedene Modelle zu sehen. Und Ferrari hat mich halt gekriegt durch die Designsprache, ganz eindeutig. Also es ist der Mix aus allem. Also es ist der Mythos der Marke, der auch aus dem Motorsport kommt. Ich muss aber gestehen, dass mich in der frühen Zeit Motorsport hat mich noch gar nicht interessiert. Ich habe auch keine Formel 1 geschaut damals oder so. Das gab es auch nicht in meiner Familie. Und das Design hat mich gekriegt. Gut, wenn man mal einen gesehen hat, natürlich auch der Sound, aber in Kassel hat man eigentlich nie einen Ferrari gesehen. Meiner Recherche nach hatten wir vielleicht maximal 3 oder 4 Fahrzeuge Mitte der 80er Jahre in Kassel. Und Eberlein war auch noch nicht der Ferrari Eberlein. Noch nicht. Die Firma Eberlein war damals noch ein Suzuki und Alfa Romeo Händler. Genau. Du hast den Helmut Eberlein ja auch schon im Podcast zu Gast gehabt. Ja. Die Firma Eberlein kenne ich persönlich seit 1989. Da hat er nämlich angefangen, massiv mit Klassikern und auch mit Ferraris zu handeln als Grauhändler. Natürlich nicht als Vertragshändler, sondern zunächst als Grauhändler. Und er ist dann ja aber durch seine Beziehung zu Alfa Romeo zum Ferrari-Händler erkoren worden, um die Lücke zwischen Frankfurt und Hannover zu schließen. Ja. Und ich war schon regelmäßig mit Gregor übrigens auch oftmals zu Gast bei der Firma Eberlein, weil wir uns einfach die Autos angeguckt haben. Und ich kann mich noch dran erinnern, wir wären fast vor Freude durchgedreht, als wir die Ferrari-Händlerschilder eines Tages da in so einem Zwischengang zwischen 2 Ausstellungsräumen haben liegen sehen. Weil wir hatten da nicht drüber gesprochen vorher, dass er Vertragshändler wird. Wir haben erst die Schilder liegen sehen und wir haben dann nachgefragt und haben gesagt, ich glaube ab Dezember 90 oder wann es war, sind wir offizieller Vertragshändler.
Und seitdem begleitet mich die Firma eigentlich auch. Also ich bin mit dem Helmut Eberlein seit damals bekannt. Wir sind seit vielen Jahren gut befreundet. Und hat mich natürlich auch weitergeprägt, auf meinem Ferrari-Weg. Ich habe auch meinen ersten Ferrari dann später gekauft bei ihm. Ja, da müssen wir auch gleich noch drüber reden, über deine Ferraris. Aber Gregor hat mir gesagt, du hast, also ich meine, das klingt ja schon so durch mit deinen Eisenbahnen und Rolls-Royce, dass du immer das Ganze so ein bisschen nerdhaft verfolgt hast. Also eigentlich dieses übliche Sammlerthema. Wenn man sich für irgendwas interessiert, dann muss man alles gesehen haben oder alles wissen. Und Gregor hat mir mal erzählt, und das fand ich schon auch echt cool, dass du mit dem Glemmbrett beim Oldtimer Grand Prix jede Fahrgestellnummer von Ferraris mit Farbe und Kennzeichen aufgeschrieben hast. Ja. Und das alles dokumentiert hast. Und das klang für mich so nach einer Zeit vor Excel. Also da musste ja schon wirklich auch vom Wahnsinn getrieben sein, Fahrgestellnummern aufzuschreiben. Das ist schon mal ein Albtraum, so viele Nummern und Buchstaben immer in einem Ding. Aber du hast es brillant. Wie kam das? Oder wieso wolltest du das so machen? Also ich hole noch ein bisschen aus. Ja. Ich bin 1991, zum Januar 1991 in den genau gesagt ausgesprochen Ferrari Model Club eingetreten. Muss man Englisch aussprechen, weil der Club in Großbritannien gegründet worden ist und dann einen deutschen Ableger gegründet hat. Und der deutsche Ableger prosperierte und der englische ging ein. Aber der deutsche Ableger hat sich weiterhin auf die englische Weise geschrieben, also Model und nicht Modell. Und eigentlich war es ein Club, der sich an wirklich Modellbauer gewendet hat, die sich auf Ferrari-Modelle spezialisiert haben. Also very, very special interest. Und er ist dann aber in Deutschland eigentlich zu einem Ferrari, ich nenne das mal zu einem Ferrari-Enthusiasten-Club geworden. Und zwar die meisten hatten keinen Ferrari, konnten sich das auch nicht erlauben. Also es war der einzige Ferrari-Club, in dem man eintreten konnte, ohne einen Ferrari zu besitzen, weil ansonsten bei den Markenclubs natürlich der Besitz eines solchen Fahrzeugs vorausgesetzt wird. In diesen Club bin ich 1991 eingetreten. Ich glaube, Gregor war schon... Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke, er war 1990 irgendwann eingetreten. Und die haben ein monatliches Clubmagazin rausgebracht. Und das Clubmagazin ist auch sehr viel mit Inhalt gefüllt worden von Marcel Massini. Das ist ein Ferrari-Historiker aus der Schweiz, der ich glaube, er ist 17 Jahre älter oder so als ich. Er hat schon ein paar Jahre mir voraus. Und der hat sehr akribische Artikel dort geschrieben, in denen es auch immer um die Ferrari-Fahrgestellnummern ging. Und sprich, wenn er einen Ferrari irgendwo fotografiert hat, musste der im Idealfall auch mit der Fahrgestellnummer identifiziert sein. Okay. Und es leuchtete mir sofort ein, dass wenn man sich so intensiv damit befasst, dass das der einzige Zugang ist, der wirklich sinnvoll ist. Weil wenn du Fotos machst und Dinge aufschreibst, wo du was gesehen hast, macht es in vielen Jahren später wirklich Sinn, wenn du das wieder hervorkramen kannst und sagst, ach, das Auto habe ich ja dann und da gesehen, das ist jetzt mittlerweile in England oder es ist jetzt in den USA, weil das war schon immer ein sehr internationaler Markt für Ferrari und die Autos verteilen sich auf dem gesamten Planeten und umverteilen sich auch auf dem Planeten. Und das habe ich aus den Artikeln von Massini auch schon herausgelesen, ja, dass Autos in Italien ausgeliefert wurden und dann gingen sie nach England, von dort in die USA und kamen dann 1989 nach Europa zurück und so. Das hat mich auch fasziniert, ne, dass ein Ferrari so ein internationales Handelsgut ist, sage ich mal. Und ich habe dann mit 16 meinen ersten Artikel für dieses Clubmagazin verfasst und habe sehr schnell Gefallen daran gefunden, weil ich war auch immer Deutschleistungskurs und so. Also ich bin eher ein Sprachentyp als ein Mathematiktyp und habe das dann kontinuierlich gemacht. Und dann hat mir das Ferrari Model Club Magazin nicht mehr ausgereicht. Dann habe ich das auch sehr schnell für die Ferrari World gemacht, heißt heute Maranello World, und habe dann auch angefangen für Cavallino in den USA zu schreiben, also das renommierteste Ferrari-Magazin der Welt, einfach deswegen, weil es das englischsprachige ist, ja? Also das ist eigentlich der Hauptgrund, weil es halt überall gelesen wird. Ja? Das, ja, und das gibt's bis heute. Ich bin auch heute noch da gelegentlich als Autor tätig. Okay. Und nebenbei habe ich dann zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren auch noch für das Prancing Horse geschrieben. Das ist das Clubmagazin des Ferrari Club of America, seines Zeichens der größte Ferrari-Club der Welt.
Wie auch Porsche Club of America auch der größte Porsche Club ist. Ne? Also ja, wenig überraschend. Ja. Wenig überraschend. Der größte Genau. Markt, ja. Also für die Magazine habe ich geschrieben. Ja. Und ich wollte halt fundiert schreiben, schon immer. Das war immer mein Bestreben. Und ich habe deshalb mich auch sehr auf diese Fahrgestellnummern konzentriert und die Autos identifiziert dadurch, die ich irgendwo auch fotografiert habe. Auf Ferrari-Veranstaltungen oder mal bei Händlern oder das war eigentlich so, das war das so, was möglich war für mich, weil, wie gesagt, meine Eltern haben sich für Autos überhaupt nicht interessiert. Okay. Und der Grund, ich bin dann oftmals mit Gregor zusammen, als wir beide noch keinen Führerschein hatten, bin ich oftmals mit Gregor zusammen mit seinen Eltern zum Beispiel zum Nürburgring gefahren, zum Oldtimer Grand Prix, wo es immer das große Ferrari-Treffen gab. Und so fing das an. Und sobald wir dann selbst mobil waren, mit 18 dann, haben wir dann angefangen, gleich selbst natürlich zu Veranstaltungen zu fahren als Besucher. Und hast du auch die Besitzer von den Ferraris dann angesprochen und ausgefragt nach ihren Autos und das Buch drüber geführt? Das habe ich gemacht. Das habe ich begonnen bei den, bei diesen Treffen eigentlich ausschließlich. Oftmals bin ich auch aktiv angesprochen worden, weil sich die Leute gewundert haben, was ich da notiere. Und ich habe dann gesagt, was ich notiere. Strafzettel falsch geparkt. Ja, genau. So, und da waren wir dann erleichtert, dass es das nicht war, sondern dass es eher was Nerdiges war, wie man heute sagen würde. Ja, und die haben dann halt auch schnell gemerkt, dass ich mir in wenigen Jahren dann doch ein recht beträchtliches Wissen schon angeeignet hatte. Und da habe ich immer mehr Leute kennengelernt, auch auf die Art und Weise. Die Ferrari-Welt ist ja, man denkt natürlich heute in den Kategorien Fahrgestellnummern, das ist ja explodiert, aber in den 90ern war Ferrari natürlich auch in Deutschland noch recht überschaubar. Ne? Ich meine, wie viele Autos hatten wir hier zugelassen? Was schätzt man da? Naja, Deutschland war nach den USA damals schon der stärkste Markt für lange Zeit, bis wir dann von China abgelöst worden sind. Wie viele Autos wir insgesamt hatten, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich glaube, man kann da schon relativ schnell ein beträchtliches Archiv aufbauen. Ja, das meine ich damit. Ja. Ich habe ja auch Sachen aus Ferrari-Büchern und aus internationalen Ferrari-Magazinen natürlich auch gesammelt. Ich habe das auch ich habe die Fahrgestellnummer natürlich alle angefangen in einer Datenbank zu sammeln, wo ich die mir bekannten historischen Daten zu dem individuellen Fahrzeug reinschreibe. Ja, weil ab irgendeinem Grad ist es natürlich unmöglich, sich das alles zu merken. Ja, bei mir genau nach der zweiten Nummer eigentlich. Ich habe schon ein bisschen jetzt blau, war der rot. Ach, egal. Ja. Sowas kann ich mir noch ganz gut merken, viel besser als Gesichter zum Beispiel. Ja. Aber trotzdem muss ich halt auf die Datenbank zurückgreifen. Ich habe das früher mit einer Q&A-Datenbank angefangen, DOS basiert, und habe die Datensätze dann später, wann habe ich eigentlich gewechselt? Ich habe dann direkt auf eine für mich programmierte SQL-Datenbank gewechselt, die also auf dem Server liegt und auf die ich von überall, wenn ich Internet habe, zugreifen kann. Aber machst du das auch noch weiterhin? Also führst du diese Datenbank noch weiter? Natürlich. Das ist ja essentiell für das, was ich mache. Das gibt's ja nicht. Also das finde ich Wahnsinn, wie man das so weiterführt. Und ich meine, gut, jetzt reden wir, weil du wahrscheinlich einer der Experten für die Marke bist und auch im großen Stil die Autos vermittelst. Ich glaube, Handeln ist da irgendwie zu viel. Du hast jetzt keinen Gebrauchtwagenhof mit Ferraris stehen, aber du vermittelst Autos und kannst wirklich jedes Auto besorgen. Gab es da irgendwie damals für dich schon mal so eine Art blaue Mauritius oder so Autos, wo du gesagt hast, jetzt habe ich den auch mal gesehen? Ja, also eigentlich das liebste Modell, mein liebstes Ferrari-Modell ist der 250 GT California Spider Short Wheelbase mit abgedeckten Scheinwerfern. Ist da gerade einer versteigert worden? 2 Stück sogar, ja. Okay. Und das ist also das ist der heilige Gral für mich. Okay. Wenn ich einen wählen könnte und Geld keine Rolle spielt, dann wäre es ein bestimmter von denen. Das wäre die Fahrgestellnummer 2383 GT. Und zwar warum? Weil das eine Competizione-Version ist, also eine von, ich glaube, es gibt nur 3 Stück gibt es, die mit einem Wettbewerbsmotor und mit einer Aluminiumkarosserie ausgeliefert worden sind, anstatt Stahlblechkarosserie. Und davon ist es auch noch einer, der eine Renngeschichte hat und nicht nur eine Renngeschichte, sondern er hat eine deutsche Renngeschichte, weil er an einen deutschen Privatier ausgeliefert worden ist. Und das Auto gehört seit, ich muss überlegen, fast 30 Jahren, 20 bis 30 Jahre gehört es einem Bekannten von mir, ein Hongkong-Chinese, der in Großbritannien und in den USA lebt. Der hat dieses Auto.
Und das wäre also mein heiliger Gral. Wo hast du denn das erste Mal gesehen, den Wagen? Also da muss ich lange überlegen. Also ich habe ihn auf jeden Fall auf Papier zuerst gesehen. So, okay. Ich habe ihn auf Papier zuerst gesehen, bevor ich ihn jemals in echt gesehen habe. Ich kann mich, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Okay. Also es kann sein, dass es bei meinem Bekannten auf seinem Schloss bei Oxford war, wo er einen Großteil seiner Autos stehen hat. Aber es kann auch sein, dass es bei irgendeiner Veranstaltung war. Das halte ich für wahrscheinlicher, ehrlich gesagt, wo er den mitgebracht hat. Ja. Was war denn der erste Ferrari, mit dem du mal selber gefahren bist? Oder wo du mitgenommen wurdest? Ja, der erste Ferrari, in dem ich gefahren wurde, das war natürlich dann gleich Jackpot. Das war nämlich ein F40. Okay. Und zwar bin ich das erste Mal das war 1992. Ich hatte für das Ferrari Modellclub Magazin im Jahr 1991 einen Artikel verfasst über einen Händlerbesuch von mir bei der Firma Sport- und Tourenwagen in München. Das war einer der 2 Vertragshändler für München. Und diese Firma Sport- und Tourenwagen teilte sich in 2 GmbHs auf. Und zwar einmal in den Verkaufsteil und dann einmal in den Werkstattteil. Und der Werkstattteil, der wurde betrieben von Manfred Irber. Ein Bär von Mann, und ich durfte bei ihm in der Werkstatt auch fotografieren und so. Ich habe ihm vorher gesagt, was ich mache, und wir waren beide im Ferrari Modellclub, also viele von den Ferrari Händlern und Schraubern waren auch Mitglied in dem Club. Ja. Okay. Und ich hatte das, glaube ich, wieder mal, und das war auch ein Manko von mir, ich hatte das unangekündigt gemacht. Also ich bin einfach dort aufgeschlagen, ja, und habe das so gesagt. Und nachdem ich meine Fotos gemacht hatte und so, meinte er noch, ja, tut ihm leid, weil das jetzt so unerwartet kam, wäre er jetzt nicht vorbereitet. Aber wenn ich das nächste Mal käme, könnte ich natürlich auch mal mit einem Ferrari mitfahren. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, weil ich war dann 1992, das muss Ende Mai, Anfang Juni gewesen sein, war ich für ein paar Tage in München. Und jetzt begab es sich zu der Zeit, dass im Mai 1991 ein großes 40-Treffen stattgefunden hatte. Das war von Ferrari Deutschland organisiert, nur für deutsche F40-Besitzer, anlässlich des Produktionsendes des F40. Ja, okay. Das war eine Tour um Maranello und Mugello, also die Ferrari eigene Rennstrecke. Das hatte unmittelbar vorher stattgefunden, und das führte dazu, dass der gesamte Hof der Werkstatt mit F40s vollstand. Also es waren bestimmt 8 oder 9 F40, okay, die sofort nach der Veranstaltung dann wieder zu einem Service oder für kleinere Reparaturen gekommen waren. Was nicht für den Wagen spricht unter uns. Ja, aber gut, war auf den italienischen Landstraßen gefahren und da muss man schon mal ein bisschen durchgeschüttelt worden. Genau. Da kann schon mal der eine oder andere das eine oder andere Schläuchlein abfallen beim F40. Auf jeden Fall, einer davon war ein Exemplar ohne Cut, der gerade fertig geworden war. Sagt der Manfred Irber zu mir, Andreas, magst du mal mitfahren mit einem 40? Ja, und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und bin dann mit einem seiner Mechaniker auf dem Beifahrer, also ich auf dem Beifahrersitz natürlich, losgefahren, und der hat es dann auch entsprechend fliegen lassen. Ja. Okay. Also wir sind, glaube ich, mit 200 nach Gräfelfing reingeflogen, ungefähr, weiß ich noch, und dann ein kleines Stück Autobahn noch zurückgefahren. Ja, und Geschwindigkeitsbegrenzung gab es für die Probefahrt scheinbar nicht. Das war sicherlich genehmigt in München. Kannst von ausgehen. Ja. Das sind großzügig. Und ich war halt völlig geflasht, weil beim F40 war es halt wirklich so, dass du speziell bei den Exemplaren ohne Cut, da wirst du halt, wenn du da auf den Pinsel latschst, wirst du durch den Turbo so in den Sitz gedrückt, und als Teenager natürlich noch mehr als massiger Mensch, ja, der ich jetzt bin. Ja, unvergessliches Erlebnis. Ja, das glaube ich. Und kurz danach bin ich dann schon wieder mal mitgenommen worden. Das war bei einer Ausfahrt vom Ferrari Stammtisch Frankfurt. Da bin ich mit einem 348 mitgefahren. Und das häufte sich dann langsam. Also wenn ich auch über solche kleinen lokalen Veranstaltungen berichtet habe, bin ich dann auch oft irgendwo untergekommen als Beifahrer. Also war eine angenehme Zeit. Das klingt so. Was war denn der erste Wagen, den du selber gefahren hast? Das war eine Daytona Spider Conversion, also sprich ein zum Spider nachträglich aufgeschnittener Daytona. Da war ich 19 Jahre alt.
So, gehe ich davon aus, da war die Saat gesetzt und irgendwie endgültig kam der Wunsch, selber mal einen Ferrari zu fahren, was glaube ich nicht so ganz einfach ist, so als 19-Jähriger, wenn die Eltern nicht unbedingt eine Ferrari-Sammlung haben oder sich gar nicht für Autos interessieren und man bei Null anfängt. Wie hast du das Ziel verfolgt oder wie hast du gesagt, so, also irgendwie muss ich das... Ja, also das Ziel, mal einen zu besitzen, das war schon in mir gewachsen, bevor ich überhaupt mal mitgefahren war, geschweige denn selbst gefahren. Das war seit Mitte Teenageralter, also 15, 16 würde ich mal sagen. Habe dann überlegt, wie kann man das umsetzen? Man muss, auf jeden Fall muss ich halt irgendwie zu Geld kommen, sage ich mal. Hilft schon mal. Viel Geld, ja. Und habe dann erst mal angefangen, BWL zu studieren, sage ich mal, um dann nach 2 Semestern zu merken, dass es also leider nichts für mich ist, weil ich halt einfach doch ein Sprachentyp bin. Und ich bin dann auf Germanistik und Publizistik umgeschwenkt in Göttingen. Ja, hatte halt immer vor, irgendwie mich selbstständig zu machen. Es war allerdings auch so, dass ich im Alter von 19 bereits meinen ersten Ferrari vermittelt habe. Wie das? Ja, ich wurde aus Ferrari Modellclub-Kreisen, war ich jemandem empfohlen worden als Kenner der Marke mit 19 Jahren. Und zwar war das ein netter Herr aus Nürnberg, der sich zu seinem 60. Geburtstag einen klassischen 12-Zylinder Ferrari aus den 60er Jahren kaufen wollte. Hat sich dann irgendwie auch an den Club gewandt, an diesen Ferrari Model Club in dem Fall, und gefragt, ob es da irgendjemanden gäbe, der da beraten kann. Und dann wurde er dann schon an mich verwiesen. Er hatte sich das Modell 330 GT 2+2 ausgeschaut zu dem Zeitpunkt. Und ich habe ihm dann gefragt, ob auch ein 250 GTE in Frage käme, der ihm dann besser gefallen hat. Ich habe ihm auch gesagt, ja, das ist 250 GT-Modell, also das ist noch das mythischere Modell und so, und was ja alles der Wahrheit entspricht. Ja. Und so ein Fahrzeug gab es im Bestand eines mit mir befreundeten Klassikerhändlers damals. Und das Fahrzeug hat er dann gekauft durch meine Vermittlung. Gab es da schon ein paar Prozente für dich? Ja, gab es auch, ja. Kann man da sagen, wie viel? Oder? Ja, in Prozent würde ich das damals noch nicht sagen. Damals gab es ein bisschen Taschengeld, sage ich mal. Und ansonsten kannst du dir das vorstellen, dass die Maklertätigkeit für Ferrari-Fahrzeuge, die sieht eigentlich sehr, sehr ähnlich aus wie die eines Immobilienmaklers. Und dementsprechend sind auch die Provisionssätze daran angelehnt. Sprich, also der Standard sind 5,95%, also 5% plus Mehrwertsteuer. Und wenn die Fahrzeuge extrem hochpreisig werden, dann senkt man diese Provision auch bereitwillig auf 3,57%, also 3% plus Mehrwertsteuer. Okay. So, und das war es damals noch nicht? Das war es damals noch nicht, nein. Das konnte ich noch nicht durchsetzen, glaube ich. Aber hatte ich auch gar nicht vor, weil ich musste erstmal in die Welt reinkommen und erstmal sehen, was üblich ist und so. Ja, da ich meine Eltern sind beide Lehrer oder waren Lehrer. Das heißt, ich habe keinerlei unternehmerische Vorbelastung vom Elternhaus her. Und ich musste mir das alles selber erstmal erarbeiten oder erstmal in Erfahrung bringen, ja, was so üblich ist. Aber ich finde das cool, weil ich habe mich tatsächlich gefragt, im Vorwege, wie man so anfängt, irgendwie das erste Mal so ein Auto zu vermitteln. Aber dass es jetzt ausgerechnet mit 19 ist, aus einem Modellbauclub herauskommt, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet eigentlich. Ja. Ich muss auch dazu sagen, übrigens, damit das auch klar ist, mich persönlich hat der Modellteil hat mich selbst gar nicht interessiert. Also du hast nicht Klebemodelle zusammengemacht? Nein, nie, habe ich auch kein Talent für. Habe ich echt kein Talent für. Das wird grauenhaft. Nein, sondern ich habe diesen Modellclub aufgrund seines Magazins einfach als Informationsquelle genutzt. Ja. Das war ja lange bevor es das Internet gab. Das muss man sich aus heutiger Sicht erstmal wieder klar machen, wie schwierig es war, an solch hochspezialisierten Informationen zu kommen. Das Einzige, was es gab, waren Bücher. Und auch die Ferrari-Bücher waren deutlich weniger zahlreich, als sie dann in den späteren Jahren geworden sind. Ja, weil es war ja einfach wirklich very, very special interest, ja, und mit geringen Aussichten auf große Verkaufszahlen. Ja. Motorbuchverlag hat sich so ein bisschen daran versucht und hat auch die 2 Standardwerke verlegt, die ursprünglich aus Frankreich kamen, ja, und so. Und es gab halt ein paar Ferrari-Magazine.
Und das waren anfänglich waren das alles Clubmagazine, mit Ausnahme von Cavallino, dem amerikanischen Magazin, das seit Ende der 1970er Jahre wirklich als Kiosk-Magazin vertrieben worden ist und sich nur mit dem Ferrari-Thema befasst hat. Ja. Und das waren die üblichen Informationsquellen, die du damals hattest. Und nur in wenigen Büchern und im Cavallino-Magazin ging es überhaupt um Fahrgestellnummern zum Beispiel. Also nur da wurde das professionell, nenne ich das jetzt mal, betrieben. Viele haben, wie ich ja auch, dem Vorbild von Marcel Massini danach geeifert und haben gesehen, ach guck mal, der befeuert seine Artikel hier mit jeder Menge Fahrgestellnummer-Informationen, das muss ich dann in Zukunft auch machen. Das hatte den positiven Effekt, dass es dann mehr Artikel gab, in denen Fahrgestellnummern auch genannt wurden. Also selbst auch bei einfachen, auch bei Händlerbesuchen zum Beispiel oder so, ja, dass die Leute dann die Fahrgestellnummern notiert haben, wenn sie durften. Ne? Also in der Regel fragt man ja, ob man das notieren darf. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja tatsächlich Fahrgestellnummern und teure Autos und so. Da hört man ja auch immer wieder von Fahrgestellnummern, die auf 2 verschiedenen Autos auftauchen oder so, oder auf mehreren Karosserien. Ich meine, bei Porsche ist das, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Bei Ferrari gibt es ja auch das Thema Fälschung. Wie ist denn Ferrari selber mit euch umgegangen, sage ich mal? Kommt man da was anfragen? Kann man da sagen, hier, ich habe da ein Auto gesehen, gib mir mal Informationen, weil Ferrari führt ja auch ganz akribisch Buch eigentlich über die Autos, die das Werk verlassen haben, oder? Ja, also Ferrari ist für Nichtbesitzer war es eigentlich schon immer ein Buch mit 7 Siegeln. Also ich weiß, ich habe als Teenager auch verschiedene Hersteller von Sportwagen mal angeschrieben, um Händlerverzeichnisse zu bekommen, um zu wissen, wo man denn diese Fahrzeuge mal sehen kann, wenn ich zum Beispiel auf Urlaubsreisen bin oder ähnliches. Und während zum Beispiel Lamborghini und De Tomaso sofort bereitwillig mir sowas zugeschickt haben, ja, auf eigene Kosten, man muss ja überlegen, die haben einfach einen Brief gekriegt von einem Teenager und haben dann halt so ein Händlerverzeichnis in einen Umschlag gepackt und mir zugeschickt. Also rechne ich ihn heute noch hoch an. Bei Ferrari kam natürlich gar nichts. Ja. Bei Ferrari habe ich mir das dann anders beschafft. Ich habe mir dann bei einem Vertragshändler eines beschafft. Das habe ich dort geschenkt bekommen. Ja. Aber Ferrari selbst hat immer die Aura des Unnahbaren gehabt, die Firma selbst. Und ich glaube, das hat sie bis heute erhalten, oder? Das ist ziemlich ähnlich geblieben, ja. Also ich habe natürlich mittlerweile Kontakte ins Werk, speziell zu der Abteilung Ferrari Classiche natürlich, die sich mit den historischen Fahrzeugen befasst. Also ganz ehrlich gesagt geht das über ein freundliches Hallo, wenn man sich über den Weg läuft und dass ich mehrmals anlassbezogen dort drin war, beschränkt sich das da drauf. Ja, also verrückt eigentlich. Ne? Zumal du ja eigentlich was machst, was den Magenwert vielleicht noch hochhält, ne? Dass du die Autos begutachtest, dass du die vermittelst, dass du Definitiv. Allein wie viele Autos durch meine Intervention zertifiziert worden sind, was ja das Produkt von Ferrari Classiche ist. Eines der Produkte. Ja, was ja auch nicht ganz billig ist. Ne? Was nicht billig ist, ja. Genau. Also es sind sehr, sehr viele, weil ich den Leuten das einfach empfohlen habe, ja, und so. Aber es kommt keine Karte zu Weihnachten. Nein, die kommt immer noch nicht. Okay. Hast du eigentlich mal überlegt, tatsächlich auch Ferrari-Händler zu werden oder in jungen Jahren, dass du sagst, ach Mensch, man könnte eigentlich bei einem Händler mal anfangen oder Autoverkäufer, so klassisch? Nein, erstaunlicherweise nicht. Also ich habe eigentlich immer oder dann schon ab 19 spätestens eigentlich das Ziel gehabt, als Berater und Makler selbstständig zu machen. Das liegt sicherlich daran, dass ich keine mechanische Ausbildung habe, ich habe keine Kenntnisse da. Ich habe mir mittlerweile natürlich Kenntnisse angeeignet, in einem sehr beschränkten Rahmen. Das lag sicherlich daran, dass ich keinerlei klassische Ausbildung im Bereich Autohaus durchlaufen habe oder so, das auch nicht angestrebt habe damals. Ja. Deswegen war das eigentlich nie ein Thema für mich. Wobei manchmal wäre ich es gerne gewesen, also Ferrari Vertragshändler. Also ich möchte nicht als Angestellter arbeiten bei einem. Ich bin nicht zum Angestellten geboren. Aber ein Ferrari-Vertragshändler zu sein, das kann ich mir einerseits schon vorstellen, aber andererseits, wenn ich die weniger schönen Seiten mitbekomme davon, dann bin ich auch froh, dass es so ist, wie es ist. Also, dass ich das bin, was ich bin. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn du ein Autohaus hast, bei Ferrari bist du inzwischen auch gefühlt Angestellter, weil dir alles vorgeschrieben wird, ne? Ja. Wie das auszusehen hat, wie heiß der Kaffee sein muss, den du ausschenkst, halbwegs. Also, die sind ja wirklich in jedem Detail eigentlich drin. Und da muss man sich als Händler schon
Muss man als Händler schon stark sein, um sich dagegen aufzulehnen. Ja, man muss der Helmut Eberlein hat ja auch so ein paar Sachen außerhalb der CI gemacht, wo er gesagt hat, das drücke ich jetzt einfach durch. Oder sein Eber-Logo, was da durchs Bild läuft. Also, ich glaube, das ist Ferrari auch immer noch ein Dorn im Auge, aber der ist dann einfach irgendwann zu groß gewesen, als dass sie ihm da so reinreden konnten. Ja, und er hat auch, er hat auch gute Beziehungen nach Italien, also weil er hatte immer italienische Lebensgefährtinnen. Ja. Und das öffnet natürlich dann auch eher die Türen. Und ja, er ist halt einfach beliebt. Da im Werk. Hat er auch genug Autos gedreht. Ja. Die Marke hier in Deutschland mit groß gemacht. Du hast gesagt, mit 19 hast du das erste Auto vermittelt. Kam dann gleich schon der Nächste und hat gesagt, Mensch, das ist ja interessant. Der weiß, wo welches Auto steht oder so. Und nochmal, es war vor Internet. Ja. Also das war, man konnte nicht bei Mobila reingucken, sondern Autos wurden ja damals tatsächlich noch über Mund-zu-Mund-Propaganda fast vertrieben. Oder wenn du ein historisches Auto gesucht hast, musstest du eigentlich jeden Händler abtelefonieren. Haben die irgendwann die Händler gesagt, was sie stehen haben und ob du Kunden dafür hast? Das war teilweise so, also natürlich nur mit ausgewählten Händlern, die ich kannte. Also gut, der Ring wurde immer größer, ist klar, ja, aber Step by Step. Ja, also es ging ja eigentlich kontinuierlich so weiter. Ich habe das also während des Studiums dann immer mal wieder gemacht. Und ich habe auch viel mit Helmut Eberlein dann gemacht, zum Beispiel. Bei Helmut Eberlein hat es oftmals daran gehakt, dass er nicht sonderlich international aufgestellt war, sondern er war halt sehr auf Deutschland fokussiert. Gut, er ist ja auch hier Vertragshändler, aber das kommt auch dadurch, dass er also selbst nicht gerne Englisch spricht und sich in der englischsprachigen Welt auch nicht gerne bewegt. Und das habe ich dann halt manchmal übernommen, fallweise, ja, einzelne Autos. Ich kann mich zum Beispiel noch entsinnen, dass ich einen Plexiglas-Daytona, den er im Bestand hatte, den habe ich zum Beispiel nach Japan vermittelt. Okay. Ja, oder sowas. Ja, und solche Geschichten. So ging das dann seinen Weg. Ja, und ich habe das dann irgendwann natürlich professionalisiert, Firma angemeldet und bin seitdem selbstständig. Also das hast du ja vorhin schon gesagt, dass sich Ferraris global drehen und dass da schon der erste Interessent aus Japan kam. Kann man das sagen, dass also wie Ferraris so rund um den Globus gehandelt werden oder sowas? Oder gibt es da Unterschiede in den Dekaden? Irgendwie, dass Japan vielleicht in den 90ern mehr aus Deutschland gekauft hat und das hat wahrscheinlich auch mal mit den Währungen zu tun, oder? Ja. Mit der Stärke der Währung. Es gibt ganz viele ausschlaggebende Dinge dafür. Also es geht grundsätzlich darum, wie läuft die Wirtschaft gerade in einem Land, besser oder schlechter? Wie steht die Währung des Landes, besser oder schlechter? Es gibt immer Strömungen. Momentan, also wir haben jetzt 2024, momentan ist zum Beispiel eindeutig ablesbar, dass aus Deutschland momentan die Ferraris eher abfließen. Okay. Also werden eher in anderen Märkten gekauft, ja, weil es bei uns stockt halt in der Wirtschaft ein bisschen und die Stimmung ist auch nicht gerade gut. Und das führt dazu, dass es momentan eine Bewegung aus Deutschland raus gibt. Also mehr Leute verkaufen. Und in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Italien oder so, wo es gerade ein bisschen besser läuft, werden die Fahrzeuge dann gerne abgenommen. Oder auch in den USA oder so, ja. Wobei es natürlich dann immer nur bestimmte Modelle betrifft, die überhaupt international vermarktbar sind und auch für die Nachfrage besteht im Ausland. Und es ging auch schon andersrum. Wenn wir mal Italien als Beispiel nehmen, nach der Bankenkrise 2008, 2009, war es ja so, dass Italien hat ja dann angefangen, das, ich sag mal, sein bis dorthin nonchalantes Steuermodell aufzurollen, sage ich mal. Ja. Also in dem überall die Schrauben angezogen worden sind und die Leute viel, viel stärker steuerlich durchleuchtet wurden, als das jemals zuvor der Fall war. Und da kam es regelrecht zu Panikabverkäufen in Italien, wo also Fahrzeuge, die anno dunno mal mit Schwarzgeld gekauft worden waren, dann schnell verkauft wurden, damit nicht Fragen gestellt würden, wo das denn herkommt, das Auto. Ja? Also zum Beispiel in 2010, aber dann ganz besonders 2011, 12, 13. Da flossen Hunderte von Ferrari aus Italien nach Deutschland zum Beispiel ab und auch in die Benelux-Staaten oder sowas. Okay. Ja, also um auf deine Frage zu kommen, ja, es gibt immer Strömungen in eine Richtung, aber die verändern sich auch wieder. Die Strömung hat sich 5 Jahre später vielleicht umgekehrt regelrecht. Ja. Ist faszinierend auch, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Also gerade
bei einem Gut wie Ferrari, sage ich jetzt mal, was wirklich global begehrt ist und wo natürlich überschaubar ist, wie viele Autos am Markt sind. Jetzt hört man ja, oder habe jetzt gerade gelesen, Donald Trump ist ja großer Fan eines schwachen Dollars, um die eigene Wirtschaft zu stärken und die eigenen Produkte günstig ins Ausland exportieren zu können. Da spricht ja eigentlich dann dagegen, dass die dann noch in Amerika Ferraris nach Amerika importieren, weil die müssen dann extrem viel dafür zahlen. Oder sagst du hast mit Kunden zu tun, die haben so viel Geld, da kommt es dann auf ein bisschen was auch nicht drauf an. Ja, das ist in den USA schon so. Also wer sich da mit dem Thema befassen kann, der ist oftmals so gut aufgestellt, dass ihn sowas nicht tangiert. Mhm. Und in den USA ist es so, die USA sind als Absatzmarkt für historische Ferrari und insbesondere für Youngtimer in den letzten Jahren wieder interessanter geworden, weil eine Großzahl von Ferrari-Modellen aus den 90er Jahren jetzt 25 Jahre alt geworden ist. Und zwar ab dem Alter von 25 kannst du ein Fahrzeug quasi als Oldtimer, wie wir sagen würden, als Klassiker. Also was bei uns 30 ist. Genau, ne? Ja, genau. Okay. In die USA nicht nur einführen, problemlos. Einführen kannst du immer, aber du kannst es nicht zulassen, weil die Amis ja schon immer ihre strengen Abgasvorschriften und Sicherheitsvorschriften und all sowas haben, die erfüllt sein müssen. Ab dem Alter von 25 ist das bei Fahrzeugen völlig egal. Da kannst du alles zulassen. Ah, okay. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren Ferrari-Modelle in den Fokus gerückt worden sind, die lange Zeit geschlummert haben. Also Ende 90er sozusagen dann. Ne? Also du kannst nachrechnen. Also jetzt sind wir zum Beispiel ab Baujahr 1999 darf jetzt alles theoretisch eingeführt werden. Ja. Okay. Die Fahrzeuge, die aber interessant sind für die Amis, die sind ein bisschen älter. Wir reden speziell von den Jahren 1992 bis 1996. Oder sagen wir mal ruhig 98. Es sind Fahrzeuge wie der 512 TR und der F512M. Also sprich die zwei späteren Iterationen des Testarossa, die in den USA seinerzeit in geringeren Stückzahlen als üblich verkauft worden sind. Das lag daran, dass in der ersten Hälfte der 90er Jahre der US-Markt sehr schwierig war. Okay. Es gab einen großen Börsencrash Anfang der 90er Jahre, von dem sich die USA nur langsam erholt haben. Und dementsprechend wurden auch weniger Neuwagen in die USA ausgeliefert zu dem Zeitpunkt. Und beim 512 TR war es schon so und beim F512M, der letzten Evolutionsstufe des Testarossa, war es dann ganz extrem. Da kamen nur 75 Fahrzeuge in US-Versionen überhaupt in die USA. 501 wurden insgesamt produziert. Okay. Also der ganze Rest war für den Rest der Welt bestimmt. Jetzt ist es so, dass durch die Marktströmung die 90er Jahre als Baujahrsbereich extrem angesagt sind. Okay. Auch bei anderen Marken natürlich, ne? Aber das betrifft auch Ferrari. Und das führt dazu, dass viele Leute gesagt haben, so ein F512M, also die höchste Stufe des Testarossa, also das wäre doch noch was. Und dementsprechend sind in den letzten 2 Jahren wirklich eine Vielzahl dieser Autos aus Europa in die USA abgeflossen. Zum Teil auch aus Japan, aber besonders stark aus Europa, glaube ich. Merkt man das auch an den Preisen? Also ist das so, dass die Preise jetzt schon von solchen Autos steigen? Haben sich mehr als verdoppelt. Okay. Ja. Also deutlich mehr als verdoppelt. Welche Modelle stehen da jetzt noch so an der Schwelle? Also gut, das ist ja ganz interessant eigentlich. Da kannst du ja fast die Uhr nachstellen. Schwieriger Aktienmarkt, 25 Jahre alt. Also wie war denn das 2009 mit der Bankenkrise? Also kann das sein, dass da auch weniger Ferraris nach Amerika gegangen sind und dass man in 25 Jahren mit den Modellen da auch wieder ein gutes Geschäft machen kann? Das ist eine interessante Frage. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Im Jahr 2009 und dann 2010, also hat man das ja auch noch an den Auswirkungen gespürt. Zum Beispiel 2010 war gerade der 599 GTO aktuell, also sprich ein limitiertes Modell, das jetzt ja schon extrem begehrt ist und im Wert gestiegen ist. Ja. Und gut, es gab da schon auch eine ganze Reihe US-Versionen davon, aber der amerikanische Markt war schon immer der größte Markt für Ferrari, sei es für Neuwagen und sei es für Gebrauchtwagen, Youngtimer und Klassiker. Ja. Und insofern hast du da wahrscheinlich recht, dass in 25 Jahren
von 2009, 2010 ausgerechnet, dass dann nochmal eine Welle kommt, wo wahrscheinlich europäische 599 GTO in die USA abwandern werden, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dort einfach nicht zulassungsfähig wären. Das finde ich interessant, dass die nicht zulassungsfähig sind, aber dass man dann, na gut, da muss natürlich die Wirtschaft in den USA zu dem Zeitpunkt gut laufen, dass da auch das Geld wieder da ist. Ja. Aber das ist tatsächlich interessant, wenn man das mal so an so ganz harten Fakten vielleicht ablesen kann und gucken kann, ob da irgendwas geht. Das mit den 25 Jahren war mir jetzt so übrigens auch gar nicht bewusst, dass man das dann nicht zulassen konnte. Also betrifft auch Porsche-Modelle aus den 90ern zum Beispiel. Das war auch gut. Der ist jetzt noch ein 86, ist älter, genau, aber der war ja in den USA nie zugelassen. Richtig. Irgendwie. Damals hat er einfach keine US-Zulassung bekommen. Richtig. War schon teuer genug oder zu selten und jetzt fahren sie ja rum. Ne? Und Canepa kann da ja sogar noch die Motoren aufblasen, wie ich jetzt gerade in Pebble Beach gesehen habe. Ja. Kommen wir auch gleich noch zu. Das wird der zweite Teil unseres Interviews. Die Auktionsergebnisse in Pebble Beach, die ja teilweise ganz interessant sind. Lass uns noch mal so über deine Kunden reden. Also, ich meine, es gibt natürlich Leute, du kannst ja zu Ferrari gehen und sagen, hallo, ich bin's, ich möchte jetzt gerne einen Neuwagen bei Ihnen kaufen. Ich gehe davon aus, dass deine Kunden eher so Sammler sind oder die was Besonderes suchen, oder? Ja, natürlich. Also nahezu jeder einzelne von denen. Ich habe ja mit dem Neuwagenhandel nichts zu tun. Klar. Dieselben Kunden kaufen natürlich auch irgendwo ihre Neuwagen, aber die wenigsten Ferrari-Vertragshändler tummeln sich ja überhaupt in dem Markt für klassische Ferrari. Da ist Eberlein als Ferrari-Klassiker-Partner ist da eines von relativ wenigen oder eine von relativ wenigen Ausnahmen. Ja. Und ja, also meine Kunden eint, dass sie sich für die Ferrari-Geschichte interessieren und halt historische Exemplare sammeln oder bewegen. Hast du eher Kunden, die Kunden, also Käufer oder Verkäufer? Also gibt es ehrlich auch Verkäufer, die sagen, hast du einen Kunden dafür? Das hält sich die Waage. Waage. Also mich kontaktieren Leute, die sagen, ich suche dieses oder jenes Modell. Ja. Teilweise geht es dann so weit, dass sie dann diese oder jene Farbe suchen. Ja. Und sie suchen etwas oder aber sie sagen, ich möchte mich von dem und dem trennen. Also und das funktioniert sehr viel über Mundpropaganda bei mir nach wie vor. Mittlerweile nutze ich natürlich auch Social Media wie Instagram zum Beispiel. Ich habe über Instagram schon 2 Enzos und ein 599 ein SA Aperta verkauft und ein Dino 246 GT. Über einen Instagram-Shop oder geht das dann noch telefonisch? Nein, das ist leider kein Shop, sondern Leute, die mich über mein Profil kontaktiert haben, weil sie sehen, was ich tue. Ja, aber das finde ich schon krass. Und da ist natürlich Social Media ein Traum. Ich meine, nach dem Podcast kannst du Mitarbeiter einstellen, das weißt du. Ja, das ist mal richtig. Muss ich mal sehen, ob ich dann doch anbauen muss. Ja, genau. Wir müssen mal über so Dekaden reden von Autos, weil das finde ich nämlich interessant, wenn du sagst, Sammler, die kontaktieren dich und wollen ihre Sammlung verkaufen. Ich gehe davon aus, dass es oft auch Erben sind, die mit ganz bestimmten alten Autos gar nicht mehr so viel anfangen können, aber sagen, ich hätte lieber einen Enzo als den uralten 50er-Jahre-Rennwagen, den ich vielleicht gar nicht mehr so brauche oder mit dem, der mir viel zu aufwendig von den Bedienkräften oder so her ist. Ne? Das ist ja oft auch ein Problem. Was stellst du da fest? Worauf Sammler inzwischen schielen? Oder sagst du, Ferrari ist Ferrari, das geht über die ganzen Jahrzehnte hinweg? Ja, also speziell in den letzten 5 Jahren ist eine sehr große Verschiebung am Markt zutage getreten. Also es ist dieser Generationswechsel in der Käuferschaft fällt momentan so stark aus, wie er das meiner Beobachtung nach noch nie getan hat. Es kommen sehr viele Menschen in den Markt, die nur zwischen 30 und 40 Jahren alt sind, die über zum Teil äußerst beträchtliche finanzielle Hintergründe verfügen und die aber jetzt auf Ferrari-Modelle schielen, die vielleicht bislang noch nicht so im Fokus lagen oder nicht in dieser Ausprägung im Fokus lagen, nämlich sprich Postercars. Und bei diesen Leuten waren das dann halt die 80er, aber eher noch die 90er und 2000er Jahre. Ja, und da liegt momentan ein sehr starker Fokus drauf, dass sich da bestimmte Modelle vervielfacht haben im Wert aufgrund der Nachfrage. Es ist ja immer ein reines Angebot- und Nachfragespiel. Und das hat aber zugleich den Effekt, dass andere Dekaden, wie zum Beispiel die 1950er Jahre, ins Hintertreffen gelangen. Und zwar dramatisch ins Hintertreffen gelangen. Dramatisch deshalb, weil es also in den 50er Jahren bei Ferrari schon eine absolute Vielfalt von Modellen gab, sowohl Straßensportwagen als auch Rennsportwagen. Und die immer
feste Größen in der Ferrari-Welt waren, also die immer nachgefragt waren. Wenn wir mal ein prominentes Beispiel nehmen, Ferrari 250 GT Tour de France ist von 1956 bis 1959 gebaut worden in verschiedenen Ausführungen. Das war einfach eine feste Größe. Ich bin jahrelang immer mehrfach im Jahr gefragt worden, ja, ich würde gerne einen 250 GT Tour de France erwerben. Seit 5 Jahren hat mich, glaube ich, niemand mehr danach gefragt. Und dementsprechend kann man auch beobachten, dass bestimmte Modelle, speziell aus den 50er Jahren, auch im Wert fallen, nachdem es lange Zeit nur bergauf ging. Eben weil es nur um Begehrlichkeiten geht in diesem Markt. Ja? Es geht nur um Angebot und Nachfrage. Und wenn es an der Nachfrage hakt, dann fallen irgendwann die Preise. Weil Menschen solche Autos zum Teil sehr, sehr lange besitzen, haben nur einen Bruchteil dessen seinerzeit bezahlt, was jetzt wert ist. Und selbst wenn der Wert jetzt geringer ist als vor 5 Jahren, haben die immer noch das Gefühl, dass sie sich gut gestellt haben damit und verkaufen dann natürlich auch bereitwillig zu etwas niedrigeren Preisen. Wenn sie zum Beispiel dann 86 Jahre alt sind, ja. Das ist halt etwas, was ganz häufig passiert. Wenn sie es überhaupt noch selber verkaufen, ne? Ja, meistens, die meisten machen es noch selbst, ja. Also gut, es gibt natürlich welche, die unerwartet versterben und wo es dann die Erben machen, aber dass ich so einen richtigen Erbschaftsverkauf hatte, ich musste lange überlegen, mir fällt da gerade nur ein größerer Fall ein, das war aber schon im Jahr 2005, dass eine ganze Sammlung von Ferrari- und Mercedes-Fahrzeugen verkauft worden ist, an die ich durch Zufall gelangt bin. Ich habe den langjährigen Besitzer per Brief angeschrieben, der mir nur namentlich bekannt war. Und bekam dann, also ich habe ihn angeschrieben, weil ich einen Kunden für einen einzelnen Ferrari hatte, von dem ich wusste, dass er den im Besitz hat. Und dann erhielt ich einen Anruf von einem seiner 2 Zwillingssöhne und erfuhr dann, dass er verstorben war. Und dass die Zwillingssöhne die gesamte Sammlung verkaufen möchten. Und wenn es geht, nur en bloc und das schnell. Und, da muss man flüssig sein in solchen Momenten eigentlich. Ne? Da kann man die Schnäppchen machen. Ja. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob es ein Schnäppchen, gut, letzten Endes war es für alle Seiten zufriedenstellend, glaube ich, also, was dabei rausgekommen ist. Es war jemand, der sehr, sehr flüssig ist, der dann einen Teil der Sammlung für sich selbst behalten hat und einen anderen Teil weiterverkauft hat. Das meine ich, wenn du es weiterverkaufst, kannst du wahrscheinlich einen höheren Preis realisieren als en bloc. Über wie viel Geld redet man da? Kann man das sagen? Gut, das waren noch geringere Zahlen als heute, 2005. Um was ging das da ungefähr? Ich muss überlegen, was es war. Ich denke mal, das werden um die 10 Millionen gewesen sein. Okay, sage ich mal. Also es klingt noch nicht so spektakulär, wie das stimmt, wie man es heute hat, ne? Bei einigen Autos, die erstaunlich sind. Es gibt ja natürlich immer so das Auto, was auch dem sagen wir, Brot- und Butter-Fan Begriff ist, der 250 GTO. Lange Zeit das teuerste Auto, was jemals verkauft wurde. 74 Millionen, glaube ich, ist die Zahl, die hier so kolportiert wurde. Ist natürlich jetzt getoppt worden durch das Uhlenhaut-Coupé. Aber glaubst du, dass sich dann solche Preise für den 250 GTO noch lange realisieren lassen, oder ist das auch ein Auto, was dann eher auf dem absteigenden Ast sein könnte? Die genaue Zahl, die kolportiert wird, und zwar nur kolportiert, da sind wir übrigens mittlerweile schon bei $100 Millionen angelangt. Es ist ein Fahrzeug in den USA verkauft worden, direkt vom langjährigen Besitzer an einen anderen Liebhaber, ohne Zwischenleute. Also kein offizielles Ergebnis, sondern... es ist in keinster Weise offiziell. Okay, also das, genau, Also wir wissen nicht, was wirklich passiert ist, aber für diesen Deal sind halt 100 Millionen kolportiert worden, wie du so schön sagst. Und dabei muss man es mal belassen. Aber um auf deine Frage zu kommen, und vielleicht werde ich dadurch zum Heretiker, aber ich glaube nicht, dass es auf... lange Sicht auf diesem extremen Niveau bleiben wird. Weil ich glaube, dass selbst ein 250 GTO für die neuen Kunden, die den Markt bestimmen, nicht mehr das darstellt, was er jahrzehntelang für Ferrari-Sammler dargestellt hat. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Konsequenz daraus, dass die Preise auch runtergehen. Weil einfach die Nachfrage nicht mehr im selben Maße gegeben ist oder weil die Bereitschaft, so viele Millionen auszugeben, nicht mehr gegeben ist.
Es haben andere Autos, und das ist jetzt reine Spekulation, aber meines Erachtens haben eher Modelle wie ein F50 GT, den es nur 3-mal gibt. Eine Rennversion des F50 ist nie offiziell in Rennen eingesetzt worden, ist nur gebaut worden. Ja, aber ich glaube, dass so etwas eher das Potenzial hat, in höchste Sphären vorzustoßen, wenn sowas mal gehandelt wird. Ja. Weil es dem Geschmack der neuen Kunden, die über sehr viel Geld verfügen, eher entspricht als ein 250 GTO. Von dem Wagen habe ich noch nie was gehört unter uns. Das wundert mich nicht. Nee, genau, also ja, stimmt, der ist nie in Rennen eingesetzt worden, also das hätte ich jetzt auch nicht, aber ich wusste nicht, dass es da 3 Versionen gab, die mal gebaut wurden. Ja, also du kannst dir vorstellen, das ist quasi ein Äquivalent zum Porsche GT1 oder CLK GTR, und das halt von Ferrari. Und wenn du dir die Werte von den 2 anderen genannten Modellen von Porsche und Mercedes anschaust. Ja, oder McLaren F1. Oder McLaren F1, ja, natürlich. 20 Millionen, dann wird das da auch gleich drin vorkommen. Ja, ja, also ich denke, dass ein F50 GT, wenn er denn jetzt verkauft würde, wäre jetzt wahrscheinlich schon zwischen 20 und 30 Millionen. Da gäbe es auch Leute, die das bezahlen. Und ich denke, dass das zum Beispiel noch weiter steigen wird. Wobei mit 3 Exemplaren ist es natürlich noch extremer als ein 250 GTO mit 36 Exemplaren plus 3 4-Liter-Varianten. Ja. Also das ist natürlich noch extremer. Weißt du, wer die hat, die 3 F50, oder wo die stehen? Also bei 2 weiß ich es sicher. Ja. Okay. Einer ist auch noch in Erstbesitz. Den habe ich vor 2 Jahren kennengelernt. Zum ersten Mal, also persönlich kennengelernt. Vom Namen her kannte ich ihn vorher natürlich schon. Vor 2 Jahren persönlich kennengelernt. Aber bei einem wüsste ich es auch tatsächlich nicht. Also das müsste ich versuchen herauszufinden. Okay, ja, krass. Gab es mal so eine Sammlung, die du gesehen hast, die dich umgehauen hat, vielleicht ohne Namen zu nennen, oder so, wo du gesagt hast, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, nicht mal bei Ferrari? Also da ein Fall, der prominent ist, den kann ich auch erwähnen. Das war die Kollektion Madiclo in Frankreich von Pierre Bardinon. Ich war dort zum ersten Mal, lass mich kurz überlegen, das war 95 oder 96, ich glaube es war 1995. Da bin ich mit einem Ferrari-Bekannten hingefahren zum Jahrestreffen des Club Ferrari France, das auf Madiclo abgehalten worden ist. Madiclo, muss ich erwähnen, ist ein französisches Schloss, wie man sich das so vorstellt, mitten im Nirgendwo, am Rande vom Zentralmassiv, im absoluten Nichts. Und das hat aber zugleich dazu geführt, dass sich der Eigentümer Pierre Bardinon dort eine private Rennstrecke drumherum bauen konnte, um seine Ferrari-Preziosen auch entsprechend bewegen zu können, ohne da in den offiziellen Straßenverkehr ausweichen zu müssen. Ja. Und das war jahrelang mit die berühmteste Ferrari-Sammlung der Welt, weil er sehr viele Rennsportwagen und Formel-1-Fahrzeuge direkt vom Werk erworben hat, seit den 60er Jahren. Ja, diese Sammlung konnte ich 2-mal besuchen. Ja, also einmal, ich meine, es war 95 und dann nochmal, weiß ich nicht, ich glaube 99 oder so. Ja. Und das war halt extremst beeindruckend. Ist mittlerweile nicht ganz, aber leider nahezu aufgelöst, weil er auch verstorben ist und dann ein Streit in der Familie ausgebrochen ist. Und also das war dann alles, ist eher unschön verlaufen. Das war so die erste legendäre Ferrari-Sammlung, die ich mal zu Gesicht bekommen habe. Und ansonsten muss ich ein bisschen überlegen. In Deutschland ist es ja leider eher selten, dass sich Leute so eine absolute Traumgarage oder Traumhalle, muss man ja sagen, bauen, um da ihre Sammlung entsprechend zu präsentieren. Also in Deutschland ist es leider nach wie vor oft so, dass viele Leute sehr ansehnliche Sammlungen besitzen, die aber in irgendwelchen grauen Betonhallen unter Planen stehen, ja, wenn sie nicht bewegt werden. Da sind uns die Amis oder so natürlich voraus. Also die haben dann ihren Hangar, so nenne ich das mal, wo dann alles fein aufgereiht steht und man kann die Türen aufmachen, ohne ein anderes Auto zu berühren und so weiter und so fort. Ich glaube, das bekannteste ist Jay Leno eigentlich, ne, der die Leute auch mal wieder in seine Sammlung nimmt natürlich und da ganz bekannt ist als Sammler und natürlich einen Riesenhanger hat. In Deutschland, finde ich, muss man ja echt sagen, ist Friedhelm Loh, den man ja jetzt nennen kann, weil er seine Sammlung auch öffentlich gemacht hat. Das ist natürlich auch faszinierend, ne, was der stehen hat an Autos. Auch an Formel-1-Autos, das erfolgreichste Michael Schumacher-Auto zum Beispiel und ein Original Ex-Lauda-Auto hat er stehen, glaube ich. Da hat er natürlich die Big Five, hat er jetzt gerade eine Ferrari-Sonderausstellung gehabt. Ja. Das ist eine rühmliche Ausnahme. Ja, und
eine der bekanntesten Sammlungen geworden in Deutschland mittlerweile. Aber es gibt natürlich, gerade in Deutschland gibt es natürlich hauptsächlich stille Genießer, ja, die nicht im Fokus stehen wollen, ja, und die Garagen trotzdem voll stehen haben, ne, mit hochkarätigen Ferrari. Gibt's da, also was sind so die größten Sammlungen, die du kennst? Oder aus wie vielen Autos bestehen die? Also es gibt Sammlungen, die bestehen so aus 40 Autos, sag ich mal, 40 Ferrari. Es gibt also vom Hörensagen her gibt es auch welche, das geht also bis 60 oder 70 Stück, aber die habe ich noch nicht persönlich besucht. Okay. Es muss aber nicht immer nur Quantität sein, sondern vielfach zeichnet sich das natürlich auch durch Qualität aus. Wenn du, ich sag mal, eine Vielzahl an Rennsport-Ferrari aus den 50er und 60er Jahren hast, dann hast du natürlich mehr Werte in Form von 15 oder 20 Autos bei dir stehen, als jemand, der 70 Ferraris hat. Ja? Und solche Sammlungen gibt es natürlich auch. Ich habe mal gehört von Leuten, oder vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, die auf einmal zu extrem viel Geld kommen. Also der Jan Koum von WhatsApp zum Beispiel ist ja so einer, der natürlich unabsehbar zu einem Milliardenvermögen gekommen ist, als er das an Facebook verkauft hat und der sich eine riesige Porsche-Sammlung zusammengekauft hat. Und zwar wirklich auf Auktionen hat er ja teilweise die ganzen Felder da leer gegrast. Ist dir das schon mal passiert, dass Leute mit viel Geld zu dir gekommen sind und gesagt haben, ich möchte gerne eine Ferrari-Sammlung aufbauen, die irgendwie beeindruckt? Also ehrlich gesagt warte ich immer noch auf. Da wartest du noch drauf. Okay, alles klar. Nee, aber manchmal ist das ja so irgendwie. Und wie gesagt, ich habe es jetzt also tatsächlich schon mal gehört von Leuten, die einfach sagen, so jetzt will ich in dieses Ferrari-Sammlergeschäft einsteigen. So viel Ahnung habe ich nicht, aber ich habe viel Geld. Berat mich doch mal. Ja. Was würdest du da machen oder was würdest du den Leuten sagen? Naja, ich würde erstmal versuchen zu eruieren, was ihnen persönlich gefällt. Das muss immer sein. Ja, und ich würde das mal analysieren und ich würde ihnen dann sicherlich aufschreiben, also Vorschläge machen, welche Modelle ich als erstrebenswert erachte. Die große Fragestellung, und das steht bei Ferrari leider immer über allem, ist: Was hast du vor? Willst du eine Sammlung, die beeindruckt und von der einzelne Modelle, wenn du sie 10, 20 Jahre besitzt, eventuell auch im Wert fallen? Oder geht es wiederum nur darum, auch Geld anzulegen? Weil dann müsste man sich auf jüngere Modelle konzentrieren, weil zum Beispiel die 50er Jahre Ferrari werden im Wert noch etwas sinken. Die fallen nicht ins Bodenlose, aber da wird es noch Verschiebungen geben. Ja. Also was ich grundsätzlich ablehne, ist, wenn mir einer sagt, er möchte als reines Investment kaufen, weil ich habe keine Glaskugel, die funktioniert. Ja, und ich halte das für unseriös, vorherzusagen, dieses und jenes wird mit dem Wert eines bestimmten Ferrari-Modells passieren. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich es für gewisse Modelle wahrscheinlich vorhersagen. Aber was dann letzten Endes passiert, garantieren kann ich es niemandem. Ja, das ist immer ein bisschen zocken, sage ich mal, natürlich. Ne? Ja. Was für neue Modelle siehst du denn, wo der Preis vielleicht eher steigen könnte? Jetzt, oder wo du sagst, das hat für dich extremes Sammlerpotenzial? Also grundsätzlich sind es eigentlich immer alle nachhaltig limitierten Modelle von Ferrari und es sind bei Ferrari immer die Modelle, die als besonders sportiv erachtet werden können. Also wenn man mal zum Beispiel von den aktuellen würde ich zum Beispiel speziell den 812 Competizione und Competizione A nennen. Die sind ja schon sofort nach Auslieferung um 1 Million Euro gestiegen eigentlich am Markt. Ja. Und das wird wahrscheinlich ein kleines bisschen erstmal zurückgehen, aber auf lange Sicht wird das zum Beispiel was sein, was wahrscheinlich immer extremst begehrenswert sein wird. Also das wäre was, das würde ich jedem empfehlen zu halten eigentlich, wenn er denn das als Investment sieht. Wie gesagt, ich bin von dem Gedanken nicht so angetan. Ich finde immer, man sollte auch das mit Leidenschaft sehen. Aber wenn man es als Investment sieht, würde ich sagen, ich würde mal darauf setzen, dass das auf Dauer hoch bleibt. Aber das sind natürlich auch die Modelle, gerade wenn was extrem limitiert ist, was neu auf den Markt kommt, die kann ja eben bei Ferrari auch nicht jeder kaufen. Richtig. Und das ist ja bei Porsche genauso. Ne? Also das kriegen nur langjährige Kunden, die immer wieder Neuwagen kaufen, regelmäßig. Ja. Die kriegen dann sowas mal zugeteilt mit Glück. Und wenn die das dann verkaufen, klar, dann kommen die Leute, die leer ausgegangen sind, die es unbedingt haben wollen, um zu zeigen,
dass sie es haben. Ja. So, dann ist es klar, dass der Preis dann vielleicht noch mal ein bisschen fällt und irgendwann kommen dann die wirklichen Sammler oder die wirklichen, die mit Leidenschaft dabei sind und die kaufen das dann. Ne? Ja. Also das ist dann wahrscheinlich die Preiskurve. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, ein Unterschied im Vergleich zu den früheren Modellen ist, dass die Stückzahlen natürlich immer größer geworden sind bei Ferrari. Ja. Also Ferrari hat jahrelang 3.500 bis 4.500 Fahrzeuge produziert. Wir sind jetzt bei 10.000 bis 11.000 Fahrzeugen im Jahr angelangt und die Kapazitätserhöhung im Werk reicht jetzt bis 18.000. Und man sieht ja, wo die hinwollen. Und es ist natürlich so, dass wenn auch die limitierten Modelle dann nicht mehr so limitiert sind, wie sie früher waren, dass das dann vielleicht auch dazu führt, dass die Ausschläge nach oben nicht mehr ganz so astronomisch ausfallen. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so kommen wird. Wir werden jetzt im Oktober 2024 werden wir den LaFerrari-Nachfolger sehen, der jetzt Gerüchten zufolge ein V6 Hybrid wird, wie auch das Le Mans-Fahrzeug. Und da werden wir mal sehen, was da passiert. Ich habe gehört, er soll zwischen 3 Millionen und 3,2 Millionen netto kosten. Der LaFerrari hat 1 Million plus Mehrwertsteuer gekostet. Ja. Vor 10 Jahren. Ja, also muss man sehen, wie allein schon der Neupreis steigt, wenn sich diese Prognose bewahrheiten sollte, also wenn sich das Gerücht bewahrheiten sollte. Und dann muss man mal sehen, wie viel Luft da noch ist für Aufgelder am Zweitmarkt. Das ist genau das. Ich glaube, Ferrari sagt inzwischen auch, also das, was die Zweitkäufer aufschlagen oder was die Verkäufer aufschlagen, das können wir auch selber kassieren. Ne? Also ich glaube, keine Marke weiß das so genau, wie sie es machen soll wie Ferrari. Oder? Ja, das versuchen sie ja auch. Und das Problem ist, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich damit einen Gefallen tun, weil ein Teil der Begehrlichkeit der Marke liegt auch einfach am schnöden Mammon, nämlich daran, dass sich viele Top-Kunden, so heißt das bei Ferrari, das ist die höchste Kundenkategorie, dass viele Top-Kunden sagen, ich kann viele Fahrzeuge ohne Wertverlust fahren, weil ich bekomme sie früh und kann sie dann nach einem Jahr auch wieder abgeben, die normalen Modelle zumindest. Und ich bekomme alles, was limitiert ist, zugeteilt. Ja? Und das, was limitiert ist, muss ich dann länger behalten, weil Ferrari ja mittlerweile auch so vorgeht, dass um das nächste limitierte Modell zu bekommen, dann den Vorgänger noch in der Garage stehen haben muss. Echt? Ja, ja. Das kontrollieren die? Das ist so, ja. Okay. Also es reicht nicht, dass man den mal gehabt hat, sondern man muss ihn noch haben. Ja, das machen die zur Bedingung. Okay, bei Porsche machen sie es ja inzwischen bei den hochpreisigen Dingern, dass man sie leasen muss über die Porsche Bank und damit können die gewisse Haltedauer garantieren. Ja, das gibt's bei Ferrari auch schon seit langer Zeit. Allerdings betrifft das meistens Kunden, die erst neu zu Top-Kunden geworden sind, denen man noch nicht traut, mit anderen Worten. Und bei den langjährigen Kunden dann nicht. Ja, da ist das nicht so. Aber unglaublich, oder? Was die sich rausnehmen können eigentlich. Und wie die Leute den aus der Hand fressen. Ne? So, ansonsten führen die Firmen mit 20.000 Mitarbeitern aufwärts und bei Ferrari kriechen sie da rum, ne, um die neuesten Modelle zu kriegen. Ja, also Chapeau, wenn man das schafft. Da muss man schon wirklich begehrlich sein. Aber was du sagst, dass diese Erhöhung der Stückzahlen, siehst du das kritisch? Also würdest du das lieber sehen als Ferrari-Enthusiast, dass sie die Stückzahlen klein halten? Ich meine, sind ja immer noch exklusiv im Vergleich zu Porsche, die natürlich jetzt als Macan, als Leasing-Auto oder den Boxster ja doch einen relativ günstigen Einstiegspreis schon am Markt haben. Ja, also ich persönlich würde es lieber sehen, wenn es in einem überschaubaren Rahmen bleibt, zum Beispiel in dem Rahmen, wo wir jetzt sind, also 10.000. Ja. Es ist ja in Form von dem Purosangue ist ja nun noch das SUV, das ja bei Ferrari nicht so genannt werden so darf. Heißen, den magst du nicht. Ich finde den ja gut, da haben wir uns ja auch schon mal drüber geredet. Aber dieses Fahrzeug ist noch dazugekommen als eine ganz neue, das wird ja eine Modellreihe, muss das ja werden, weil auch ein Purosangue wird wahrscheinlich ja einen Nachfolger bekommen irgendwann mal. Und natürlich, ich verstehe das natürlich, dass man da nicht immer bei der Gesamtstückzahl bleiben kann. Wenn man jetzt noch einen ganz neuen Markt erschließen möchte, dann muss man natürlich auch wachsen. Aber ich persönlich fände es natürlich als Enthusiast angenehmer, wenn es stückzahlenmäßig in einem gewissen Rahmen bliebe. Ja, aber seitdem Ferrari börsennotiert ist, haben sich da sowieso viele Dinge geändert in der Ausrichtung. Es gibt ja noch diesen, wie heißt denn der Club?
wo du diese Mütze kriegst, diese bestickte Mütze. Der Hyperclub. Der Hyperclub, genau, ja. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Ausgewächs dieser Börsennotierung, wo man die Kunden noch mehr abmelden kann. Ja, man konnte sich mit 240.000 Euro brutto in den Club einkaufen. Man kann dafür in 2 aufeinanderfolgenden Jahren, glaube ich, die Le Mans besuchen, ja, um dann dort zu nächtigen in so einem Container, den Ferrari da hinstellt. Und man durfte eine bestimmte Livery auf dem SF90XX bestellen, nämlich angelehnt an das Le Mans-Fahrzeug, also in Rot und Gelb. Ja. Und gegebenenfalls mit einer Startnummer versehen. Die durfte man erwerben, das hat man sich gekauft, aber man hat sich nur das Dürfen erkauft, sondern der Livery kostet natürlich trotzdem extra. Ja. Ach so. Ja, selbstverständlich. Du kannst diese Streifen, das sind lackierte Streifen, über die wir reden, und die durfte man auf dem SF90XX bestellen, wenn man vorher 240.000 Euro für den Hyperclub ausgegeben hat. Aber du hast noch ein Cap bekommen mit deinem Namen drauf. Möglicherweise. Das hast du unterschlagen. Das Wichtigste hast du unterschlagen. Ja, Wahnsinn. Aber ja gut, verkauft haben sie es trotzdem. Ne? Ja, das ist ja das. Und ich glaube, wenn wir das hätten, würden wir es auch machen. Ne? Ja, wenn wir es klar. Also nicht, wenn wir das Geld hätten, wenn wir das verkaufen könnten, dann würden wir es machen. Ja. Das meine ich. Wie gesagt, Chapeau, wenn man es als Marke schafft, seine Kunden so gut zu erziehen. Ja, aber wie gesagt, also die Neuwagen, damit habe ich eigentlich nichts zu tun in meinem Alltag. Ich gucke mir das natürlich auch gerne an, und wenn ich Vertragshändler besuche und fahre das auch gerne mal zur Probe und so. Aber mein Augenmerk liegt halt wirklich auf den historischen Fahrzeugen aus den, ich sag mal, 50er bis 2000er Jahren. Ja. Okay. Ganz fällt es da noch nicht rein. Der LaFerrari war später, der SF90 sowieso. Das sind beides Hybride. Ich habe jetzt auch schon das eine oder andere Mal gehört, dass die ersten Hybride vielleicht auch schon Probleme machen. McLaren P1 habe ich jetzt tatsächlich gehört, dass die Batterien den Geist aufgeben, der Wagen dadurch nicht mehr läuft und die Batterie, glaube ich, 140.000 kostet im Ersatz. Ich meine, der Wagen war ja auch so als Neupreis teuer. Wie sieht man das denn als Sammler, oder wie siehst denn du Sammler, die ja teilweise auch neue Ferraris haben? Wie kommen denn da Hybridautos an? Ja, die Meinungen sind zweigeteilt. Viele interessieren sich überhaupt nicht für die Technik, um ganz ehrlich zu sein. Hauptsache, das Logo stimmt, ja, die Marke stimmt. Okay. Das ist jetzt weniger in Deutschland der Fall, aber zum Beispiel in China oder so ist das, glaube ich, der Standard. Ja? Also die interessieren sich nicht, was da drin ist, sondern das gilt als das Label, die Brand ist das Wichtige. Zum Beispiel in Deutschland sind die Leute schon sehr technikinteressiert, traditionell, die Ferrari fahren, und werden dann natürlich auch mit der Problematik der Hybridfahrzeuge konfrontiert. Gerade beim LaFerrari sind viele der Batterien kaputt gegangen. Oftmals muss man natürlich dazu sagen, auch durch falsche Handhabung, weil viele Leute lesen einfach nicht die Anleitung, die beim Fahrzeug dabei ist. Und die modernen Ferrari, ganz egal ob Hybrid oder nicht, müssen immer eingestöpselt sein, wenn sie in der Garage stehen, ja, in Strom. Also weil auch die Nicht-Hybrid-Fahrzeuge ziehen so viel Strom, dass sie sonst ihre eigene Batterie leer ziehen in kurzer Zeit. Und die zu tauschen ist dann auch teilweise schon sehr unangenehm. Okay. Aber bei einem LaFerrari, der also ein Hybridfahrzeug ist, da reden wir dann auch, ich möchte jetzt keine falschen Zahlen in den Raum stellen. Ich habe mal gehört, dass die Batterie beim LaFerrari, glaube ich, 180.000 kostet. Die große Batterie, und die Starterbatterie kostet um die 20.000 Euro, wenn ich das richtig verstanden habe, sage ich mal. Ja. Man konnte zwischenzeitlich jetzt auch mal eine Batterieversicherung für den LaFerrari abschließen. Ich habe aber gehört, dass das Programm schon wieder eingestellt worden sein soll. Also da bin ich jetzt, da ich mit den Fahrzeugen vergleichsweise wenig zu tun habe, bin ich da auch nicht immer auf dem absolut Laufenden. Aber der LaFerrari gehört sonst sicherlich natürlich zu den Fahrzeugen, um die ich mich auch kümmere, weil alles, was limitiert ist, wird auch bei mir nachgefragt. Wenn jetzt was nachgefragt wird und du hörst, also jemand möchte ein Auto haben, du weißt, wo eins steht, wie ist denn dann so das Prozedere? Fliegst du da hin, guckst dir das an und nimmst du dann noch einen Experten mit, oder kannst du das selber? Wie rennst du mit dem Lackmessgerät um das Auto rum, wie der normale Fähnchenhändler, oder guckst du die Historie genau an, oder was gehört da alles dazu? Also eigentlich all das, was du jetzt aufgezählt hast. Ja. Also ich vermittle grundsätzlich nichts, was ich nicht persönlich besichtigt habe. Ja, also ich schaue mir das immer an, je nachdem, wo es ist.
Und ja, ich laufe je nach Modell auch wie der Fähnchenhändler mit dem schichtigen Messgerät um die Autos herum, aber das ist auch durchaus aussagekräftig. Ja. Also gerade bei älteren Modellen, interessant wird es jetzt bei denen, die aus Vollcarbon sind oder so, dazu habe ich noch nicht das richtige Messgerät. Aber in dem Altersbereich, wo ich mich mit Fahrzeugen befasse, da ist das schichtige Messgerät schon aussagekräftig. Und ja, ich recherchiere die Historie soweit als möglich. Oftmals habe ich die Historie auch schon bereits in meiner Datenbank und oder Teile der Historie. Ja, und dann ich mache die Verhandlungen, also ich bin der Puffer zwischen den beiden Parteien und versuche das dann diplomatisch zu lösen und organisiere dann auch die Abwicklung. Also ich mache auch die Verträge und organisiere meistens für die Leute auch noch den Transport. Ja. Also das gehört alles dazu. Was war der teuerste Wagen, den du jemals vermittelt hast? Muss ich überlegen. Der teuerste überhaupt, ich glaube, der teuerste bislang war mit 12 Millionen in 250 Le Mans. Also in 250 LM, das aber schon im Jahr 2012. Ja, also ist danach noch ein bisschen teurer geworden. Werden da wie bei so Flugzeugen das Auto in einem neutralen Lager eingelagert, dass wenn das Geld überwiesen wird, weder Käufer noch Verkäufer da rankommen? Oder hat man da so weit Vertrauen, dass man sagt, ich überweise dir die 12 Millionen, der wird das Ding dann schon rausgeben? Es gibt das Modell, das du genannt hast, also so ein Treuhändermodell, genau. Regelrecht, das gibt es manchmal. In der Regel ist es aber so, dass wenn bekannt ist, wer der Verkäufer ist und wenn der Käufer bekannt ist, gibt es kurioserweise, gibt es auch ein Maß an Grundvertrauen, sage ich mal. Und das sind ja meistens gestandene Geschäftsleute, die sowas haben. Und da überweist man dann doch auch mal. Ja. Ich meine, es gibt das komplizierte Prozedere mit Notar-Underkonten und so, das gibt es. Ja, gerade wenn die Millionenbeträge zweistellig werden. Aber bin ich persönlich eigentlich wenig davon betroffen. Also meistens wird es dann wirklich einfach an den Verkäufer überwiesen. Manchmal habe ich zum Beispiel auch schon die Papiere treuhänderisch an mich genommen. Das gibt es auch. Ja. Bislang ist auch noch nie etwas passiert. Noch nie etwas schiefgelaufen. Weil ich meine, das sind ja wirklich Werte, wo du sagst, okay, weißt du, dann nimmt es 12 Millionen. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Ja, also da müssen andere ein paar Jahre verarbeiten. Ja, durchaus ein paar Jahre. Ja. Also das sind ja echt, das ist unglaublich. Ne? Also das kann man ja gar nicht mit dem normalen Autohandel vergleichen. Und das sind ja schon wirklich teure Haussphären eigentlich, über die man da redet. Und da könnte man ja schon drüber nachdenken, sowas mit Notar und alles sehr wasserdicht zu machen. Ne? Ja. Hast du schon mal gehabt, dass so Autos verkauft wurden und dann im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass da doch viel rumgefaked war oder so? Oder dass sich das dann doch irgendwie als Krücke erwiesen hat? Oder dass du ein Auto begutachtet hast und gesagt hast, oh mein lieber Mann, das ist ja doch eher ein Schrotthaufen. Ja, gibt es alles. Also ich sag mal, ich selbst habe noch nie etwas vermittelt, was sich im Nachhinein als Krücke herausgestellt hat. Also das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Aber das bekomme ich natürlich massenweise auf den Tisch. Ja. Also, weil ich arbeite mit sehr vielen Sachverständigen zusammen, also die sich bei mir rückversichern. Ja, weil es ist ja unmöglich als Sachverständiger, wo du mit jeder Marke zu tun hast, das explizit notwendige Fachwissen über Ferrari jetzt zu haben. Das ist ja absolut unmöglich. Und deshalb arbeiten viele mit mir zusammen. Ich durchleuchte das dann zusätzlich oder unter anderen Aspekten, die sie nicht abdecken können. Und also es wird nach wie vor viel Schindluder getrieben. Was ich bei Ferrari sagen muss, was fast gar nicht vorkommt, sind so richtige Komplettfälschungen, wie das bei Porsche der Fall ist. Also es gibt es bei Ferrari nicht, dass irgendein Nicht-Sportmodell mit wenigen Handgriffen in Anführungsstrichen in ein Sportmodell zu verwandeln ist, was dann viel mehr wert ist. Ja, das passiert, das gibt's nicht. Also wie Beispiel 2.7 RS, ne, bei Porsche genau. Ja. Oder alle möglichen T-Modelle. Ne, ein Dünnglas reinbaust, Kotflügelverbreiterung und dann mutmaßlich 2.7 hast. Ne? Genau. Ja. Und man muss ja auch sagen, dass das muss man Ferrari ja hoch anrechnen. Der Grad an Dokumentation im Werk ist ja absolut fantastisch, was die alles haben, was sie da in der Ferrari Klassiker Abteilung an Dokumenten und Mikrofiche und was weiß ich alles haben. Die haben halt fast alles. Ja, und was man bei anderen Herstellern jetzt nicht sagen kann. Und das gibt natürlich auch viel Sicherheit.
Die Art und Weise, wie auf diese Informationen zurückgegriffen wird, die könnte man noch verbessern, sage ich mal. Ja. Aber ich bin ein großer Fan des Ferrari-Klassiker-Programms, weil es diese Sorgen von den Käufern und potenziellen Käufern nimmt oder nehmen kann, wenn ein Fahrzeug von Ferrari-Klassiker zertifiziert ist. Bestimmte Dinge schließt aber auch das nicht aus. Zum Beispiel kannst du ja einen Ferrari von Ferrari-Klassiker zertifizieren lassen, der einen Tauschmotor erhalten hat im Laufe seines Lebens. Es muss ein typkorrekter Motor sein, aber sobald er typkorrekt ist, wird er auch zertifiziert. Das steht auch im Zertifikat drin, dass es nicht der Originalmotor ist. Ja? Nur Tatsache ist, dass viele Leute sich die Zertifikate gar nicht richtig durchlesen und sagen und denken, ach, wenn ein Fahrzeug zertifiziert ist, dann ist es bereits unantastbar. Aber das ist nicht so, denn ein Ferrari, der die viel besungenen Matching Numbers nicht hat, ist mindestens 20, oftmals aber sogar 30 oder 40% weniger wert als ein vergleichbares Exemplar mit Matching Numbers. Das ist je nach Modell sehr stark unterschiedlich. Okay, ja. Und mit anderen Worten, es kann durchaus passieren, dass ein Newbie einen zertifizierten Ferrari-Klassiker verkauft bekommt, ohne nähere Erläuterung, der aber einen Tauschmotor irgendwann erhalten hat und er bezahlt den Preis, den ein Matching-Numbers-Exemplar dieses Modells erzielen würde. Und beim Wiederverkauf sind dann die Augen groß und der Schmerz auch. Ja. Und das schließt es zum Beispiel nicht aus. Also jemand, der das erläutert, das Zertifikat, oder der Hilfestellung gibt, ist schon vonnöten, wenn man sich da auf das Pflaster begibt. Also immer gut, bei solchen Preisen Experten zu befragen. Und ich bin eigentlich jetzt aktuell wieder auf dich gekommen. Du hast eben auch schon gesagt, dein Instagram, darüber hast du auch schon Autos verkauft. Und du hast was ganz Tolles gemacht. Die war ja in Pebble Beach dieses Jahr. Und da war natürlich eine große Auktion. Gooding und RM Sotheby's, die haben da beide sich da also um die Wette Autos angeboten. Und da sind natürlich zahlreiche Ferraris untereinander gekommen. Und du hast die Auktionsergebnisse analysiert. Ja. Und das, finde ich, machen wir jetzt auch mal. Und zwar mit einigen ausgewählten Autos. Das ist nämlich total interessant, wie einige Preise hingegangen sind. Ein paar Sachen haben wir jetzt auch schon angeschnitten. Und ich würde sagen, das ist jetzt der Podcast-Teil, wo wir über deine Herkunft geredet haben. Und jetzt reden wir nochmal über Auktionsergebnisse, die ein bisschen aktueller sind. Aber dazu gibt es auch ein YouTube-Video. Ich glaube, das unten verlinke ich auf jeden Fall nochmal. Und da blenden wir dann auch die Fotos der betreffenden Modelle ein, weil das ist natürlich manchmal vielleicht nicht ganz leicht. Testarossa kriegt jeder von uns zusammen, F40 auch. Aber da reden wir nochmal im Detail über einige Modelle. Und Abi, erstmal vielen Dank an dieser Stelle bis hierhin. Danke. Wie gesagt, es geht jetzt noch als Video weiter, aber vielleicht können wir die letzten 50 Liter jetzt schon machen, oder? Dann haben wir das hinter uns, dann vergessen wir es nachher nicht. Dann machen wir das andere als getrenntes Video. Ja. Abi, also deine Kontaktdaten, das ist nämlich wirklich interessant, die habe ich auf jeden Fall unten auch nochmal verlinkt. Hast du eine Webseite? Eine eigene Webseite habe ich tatsächlich noch nicht. Komm, sowas braucht man alles nicht, ne? Ja, als Experte. Also es läuft viel über Mundpropaganda und ich habe das halt ein bisschen auf Social Media beschränkt bislang. Okay, kann man dir einen Fax schicken dann vielleicht noch? Man kann mir sogar einen Fax schicken, soweit ich weiß. Ob es noch funktioniert, weiß ich gar nicht. Die Faxnummer blenden wir unten in den Shownotes. Aber jetzt die letzten 50 Liter. Also wenn man dich zur Not, kann das auch über mich laufen oder sowas, aber wenn man dich erreichen will, dann gibt es immer einen Weg. Ja. Und zur Not stellt man sich einfach in Kassel an die Straße und guck mal, was so los ist. Die letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren? Extrem schwierige Entscheidung für mich. Ja, das denke ich. Weil wenn ich frei wählen darf, was man in deinem Modell ja darf, dann würde ich mir natürlich irgendwo einen 250 GT California Spider SWB mit abgedeckten Scheinwerfern organisieren. Die abgedeckten Scheinwerfer sind wichtig. Das ist das i-Typ, das ist die Kirsche auf der Torte für das Design. Ja. Und fürs Selfie. Mit dem würde ich würde wahrscheinlich einfach durch meine nordhessische Heimat fahren damit. Weil da kenne ich mich aus. Da kennst du die Vorfahrtsregeln, da passiert im Wagen nichts. Ne? Genau, das wäre das eine. Und wenn sich das nicht ergeben sollte, dann würde ich die 50 Liter einfach in meinen Dino 308 GT4 füllen. Das ist gut, dass du das sagst, Mensch, das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Die Glaubwürdigkeit eines Ferrari-Experten hinkt natürlich, wenn er nicht selber Ferrari fährt. Was war dein erster Ferrari? Mein erster Ferrari war ein 456 MGT. Den habe ich 2008 gebraucht bei Eberlein gekauft. 2008 schon?
Wie alt warst du da? 33. 33, ja, guck mal an. Also dann ist ja der Wunsch tatsächlich schnell in Erfüllung gegangen, dass du unbedingt selber einen Ferrari haben Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja, man muss ja echt sagen, was haben deine Eltern gesagt? Die waren gar nicht angetan davon. Also mein Vater hatte Ängste, der hatte, glaube ich, wirklich Ängste, dass, wenn sich rumspricht, dass da ein Ferrari in der Garage steht, weil ich habe den bei denen stehen gehabt, in der Doppelgarage, dass dann Begehrlichkeiten bei Einbrechern geweckt würden oder sowas. Ja? Also das haben wir dann schnell abgebogen. Ich habe mir noch was gemietet, noch eine zusätzliche Garage gemietet. Und ja, ansonsten mittlerweile haben sie es, glaube ich, akzeptiert. Also ich habe ja eine Vielzahl von Ferrari mittlerweile selber gehabt. Ich habe den 456 habe ich nach fast 50.000 gefahrenen Kilometern durch einen 575M Maranello Handschalter GTC-Paket. Mein Traum-Ferrari. Das ist mein Traum-Ferrari. Ja. Das ist tatsächlich 575. Wäre es bei mir ist auch immer noch einer, den ich wieder gerne hätte. Ich trauere ihm auch hinterher. Ja. Aber es war halt so, ich habe ihn lass mich überlegen, ich habe ihn 2013 gekauft. Und in 2015 hat mich dann jemand massiv mit Geld bedroht. Das war ja gerade in einer Hosse, bei Ferrari 2014, 15 war eine Hosse im Ferrari-Markt und da konnte ich nicht widerstehen. Da habe ich ihn dann verkauft, auch weil er schon auf die 60.000 Kilometer zuging. Und habe mir dann einen 599 GTB Fiorano gekauft. Alter Schwede. Den habe ich dann auch nur für ein Jahr behalten, denn ich habe 10.000 Kilometer drauf gefahren. Und du fährst die Dinger ja scheinbar dann wirklich im Alltag halbwegs. Nein, im Alltag nicht. Also ich mache die Brötchenfahrten. So blöd das klingt. Ich mache halt wirklich meine geschäftlichen Fahrten damit. Das ist das Angenehme, dass ich das kann. Bei mir rümpft niemand die Nase, wenn ich beim Kunden mit einem Ferrari vorfahre, weil wir haben alle dieselbe Krankheit. Ja. Und ich habe den auf jeden Fall ich habe 10.000 Kilometer drauf gefahren, ungefähr in einem Jahr und habe ihn dann für 10.000 Euro mehr verkaufen können, als ich bezahlt hatte. Das ist also mit jedem gefahrenen Kilometer 1 Euro verdient. Scheinbar, ja. Gut, kommt noch ein paar Unterhaltskosten dazu, so grob kann man das so sagen. Ja, und seit 2013 hatte ich, also parallel zu dem 575 fing das dann an, habe ich halt auch einen Dino 308 GT4. Und ein Modell, das ich als Teenager gehasst habe. Eigentlich das ungeliebte Modell von damals. Ja. Ähnlich wie ein 348 TS, was ja auch so medium hübsch ist eigentlich. Aber so langsam finde ich den auch ganz charmant eigentlich. Aber der Dino, der eckige Dino, der ist selten cool heutzutage. Ja, oder? Und ist ja vor allem ein geniales Auto. Du hast in keinem Ferrari der 70er Jahre so ein Raumgefühl. Und auch vom Fahren her, er fährt wie ein Go-Kart. Ja, er hat mit Radstand und so, er ist extrem gutmütig, er ist mit 240 Vergaser-PS gut motorisiert, also ist wirklich ein Geheimtipp gewesen und ich habe das auch geschafft, die Message rüberzubringen, sage ich mal, denn ich habe, sage und schreibe, 18 weitere davon gekauft. Du? Ja. Echt? Meistens auch auf mich zugelassen, noch ein Jahr oder ein halbes Jahr behalten und dann im Freundes- und Kundenkreis weiterverkauft. Also ich hab das Modell ein bisschen nach vorne gebracht, glaube ich. Kann man so sagen, ja. Sag Bescheid, wenn du das nächste Modell im Fokus hast, dann steigen wir vielleicht mit ein. Ja, gerne. Ich sag dir Bescheid. Aber jetzt aktuell hast du den 308 und noch. Ich habe momentan nur den Dino 308 GT4, weil ich habe sehr viel Pulver mit einer Immobilie verschossen, die ich bar bezahlt habe. Und jetzt muss ich erstmal wieder auffüllen. Nicht das schlechteste Geschäftsmodell scheinbar. Ja. Also es ist einfach so, ich würde mir wünschen, wieder ein 550 Maranello oder ein 575 Maranello zu haben, neben dem Dino, oder ein 599 oder, was leider bislang immer zu weit weg war für mich, eine F12 Berlinetta. Das wäre was mir sehr große Freude bereiten würde. Das Problem dieses Modells ist, es ist nie signifikant im Wert gefallen. Es war das erste 12-Zylinder-Modell, das nie unter 180.000 Euro gefallen ist. Okay. Ja, also um mal die Zahlen zu nennen, so ein 599 hat irgendwas zwischen 200 und 300.000 Euro als Neuwagen gekostet. Als ich den gekauft habe, hat er 100.000 gekostet. Das war völlig normal, dass die im Wert gefallen sind. Und ab dem F12 ist das nicht mehr passiert. Also so eklatant ist es bei keinem Ferrari-Modell mehr passiert, wie es früher war. Wir fangen jetzt wieder an, im Wert zu bröckeln, also einige Modelle. Ja.
Aber eine Zeit lang war das so, dass sie einfach nicht gefallen sind. Ich kann mich auch daran erinnern, und das war tatsächlich immer vielleicht ein bisschen außerhalb der Reichweite, aber ein 550 oder ein 575 war mal ein Gebrauchtwagen für 50, 60.000, kann das sein? Ja, also ein 550 Maranello ist mal auf 50, 60, das war das absolute Minimum, das waren dann auch schon keine tollen Exemplare, nee, okay, aber du konntest einen kaufen. Ja, genau. Ja? Und lange Zeit war es so bei 70, 80.000 Euro hat es lange gelegen. Und die haben natürlich auch einen extremen Sprung gemacht. Wohlgemerkt, nur die Handschalter, also 550 Maranello sind immer Handschalter. Und bei den 575ern, da sind fast alles F1-Modelle, also mit der F1-Schaltung, die aus verschiedenen Gründen nicht sonderlich angesehen ist. Und es gab aber halt auch Handschalter, so wie ich einen hatte. Und diese Handschalter sind total durch die Decke gegangen. Also da zahlen die Leute jetzt 250.000 Euro für. Ja, während ein 550 Maranello, der immer Handschalter ist, jetzt zwischen 130 und 200.000 Euro kostet. Also Farbe und Zustand und Historie, das macht halt extrem große Unterschiede zum Teil. Deswegen nenne ich jetzt mal so eine ganz weite Spanne. Es wird ja immer gesagt, einer der großen, vielleicht noch Ferraris, die man jetzt günstig kaufen kann und die einen großen Sprung vielleicht noch vor sich haben, ist ein 360er, oder? Oder siehst du das auch so? Ja, also große Sprünge sehe ich nur beim Challenge Stradale als Möglichkeit. Die Sportversion davon. Ne? Ja, also das war die sportliche Version. Es wird wahrscheinlich nie mehr einen Ferrari geben, der so laut ist ab Werk. Ja, der Challenge Stradale ist einfach auch ein cooles Modell, muss ich irgendwo sagen. Ich habe den 360 an sich nie sonderlich gemocht. Mit Ausnahme des Challenge Stradale. Der gefiel mir von Anfang an. Ja, er hat auch im Vergleich zum normalen 360 hat er halt noch ein paar Spoilerchen hier und eine Lippe dort und ist halt lauter hat eine spartanische Innenausstattung. Also wir reden dann von Aluminiumfußboden und so, ne? Okay. Ja, ohne Teppich. Ja. Und das ist ja also diese Coolness, dass man jetzt zum Beispiel einen Teppich weglässt oder sowas. Ja, das sind Elemente, die Legenden schaffen, sage ich mal, bei Fahrzeugen. Das haben wir beim F40 gesehen. Das war der erste konsequent auf Leichtbau getrimmte Ferrari. Fast 1400 Stück gebaut, hat dem Marktwert keinen Abschlag getan. Ne? Also ist immer nur gestiegen. Ja. Und der Challenge Stradale fällt in diese Kategorie. Auch der 430 Scuderia, als Nachfolger davon, von dem Konzept. Ja. Und solche Modelle, das sind auch die, wonach du vorhin gefragt hast, also wo ich auf jeden Fall Potenzial sehe. Also alles, was die sportivste Version eines Ferrari-Modells ist, das wird eigentlich immer eine Wertsteigerung erfahren. Cool. So, Abi, vielen Dank an dieser Stelle. Wie gesagt, jetzt gibt es noch ein Video oben drauf und da freuen wir uns drauf auf noch ganz viele tolle Insider-Informationen. Gerne. Das war Andreas Birner. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und endlich einen Ferrari kaufen wollt, stelle ich gerne den Kontakt zu ihm her. Wie gesagt, verpasst nicht unser Video, das ihr parallel auf meinem YouTube-Kanal findet. In den Shownotes habe ich es nochmal verlinkt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Und Obacht, auf Auktionen nicht voreilig den Arm heben. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de